Gut, dann von meiner Seite ganz, ganz herzliches Willkommen hier bei uns an der Fachhochschule in St. Pölten. Danke für die freundliche Vorstellung. Zuallererst eigentlich ganz, ganz großes Danke an dich, an OpenCam, für die Kooperation. Wir bemühen uns eigentlich schon seit längerer Zeit, ich denke schon seit mindestens 2 Jahren, setze alles dran, damit wir mit Hackathons kooperieren, vielleicht selbst veranstalten, auch an Hackathons teilnehmen. Hat etwas gedauert, also diese Zusammenarbeit kommt für uns ganz, ganz recht und wir freuen uns sehr. Für mich eben, du hast es erwähnt, bin auch als Komponist tätig, fühle mich sozusagen in der Kultur sehr, sehr wohl. Somit, dass es ein Kulturhackathon ist, freut mich natürlich ganz besonders. Wir als Fachhochschule St. Pölten verstehen uns eigentlich längst nicht mehr nur unter Anführungszeichen als Ausbildungsinstitution für mittlerweile fast 3000 Studierende. Wir verstehen uns auch nicht nur unter Anführungszeichen als Institution für Forschung und für Entwicklung, sondern wir definieren uns eigentlich mittlerweile als, ich würde sagen, Plattform für Innovation. Das bedeutet also meiner Meinung nach heutzutage noch einmal deutlich mehr. Uns ist es daher ein großes Anliegen, dass wir uns nach allen Richtungen hin öffnen, dass wir mit möglichst vielen interessanten Leuten, mit Institutionen zusammenarbeiten und eben uns auch eben im Sinne der Innovation in den Dienst der Gesellschaft sozusagen stellen und hier eben unsere vielfältigen Beiträge leisten. Das gelingt uns manchmal schon besser, manchmal weniger gut. In dem Zusammenhang hoffe ich, oder bin ich sehr zuversichtlich, gelingt es uns gut. Ja, ich wünsche mir, dass hier auch noch einiges weitere folgt. Wir sind ja jetzt in der glücklichen Lage, dass du auch bei uns im Haus seit kurzem als Mitarbeiterin tätig bist und da kann man sozusagen vieles, denke ich, noch auch an Synergien sozusagen nutzen. Wird sich noch einiges, denke ich, entwickeln. St. Pölten bewirbt sich ja mehr oder weniger bekanntlich, seit kurzem ist es bekannt, jetzt auch als Kulturhauptstadt Europas 2024. Auch da erwarten wir viele, viele weitere Impulse, gerade im Sinne Kultur, offene Daten und so weiter. Und ich denke, wir werden diese Chancen bestmöglich nutzen. Bei Ihnen allen bedanke ich mich fürs Kommen, fürs Teilnehmen und hoffe und wünsche ein sehr, sehr gutes Gelingen. Auf alle Fälle ganz, ganz spannende Tage. Alles Gute. Dankeschön. Eine Frage noch, Hannes? Ja. Und zwar, du bist ja doch, du kommst aus der Technik ursprünglich, bist aber auch sehr kreativ und mit der Kunst verbunden. Wie ist dieses Spannungsfeld für dich so, diese Kreativität und die Logik und gleichzeitig Prokurist ja hier an der FH, aber trotzdem sehr auch mit der Innovation, also es sind immer sehr viele Gegenpole, die sich bei dir ja auch vereinen. Also rein persönlich empfinde ich es überhaupt nicht als Spannungsfeld, für mich ist es sozusagen das Alltägliche ich versuche eigentlich auch diese Kreativität, die man hoffentlich als Künstler, als Komponist irgendwie hat oder entwickelt hat, auch in die tägliche Arbeit hier an der FH einzubringen, wobei man natürlich im Management immer mit vielen anderen Dingen, mit finanziellen, mit rechtlichen Aspekten etc. zu tun hat. Bin auch dabei, wobei das wird mich mein ganzes Leben wahrscheinlich irgendwie herausfordern. Ab und zu ist man als kreativer Mensch immer auch in der Vorreiterrolle und hat sozusagen die Ideen, die es dann umzusetzen gilt. Da kollidieren oft unterschiedliche Tempi, unterschiedliche Anforderungen. Aber auch das bin ich irgendwie aus der Musik heraus sozusagen durchaus irgendwie gewöhnt und wird man weiterentwickeln. Aber wir haben gerade heute ein Gespräch gehabt, wir sind mit vielen Themen oft vielleicht sogar einen Schritt voraus, wenn man bei der Ars Electronica war, heuer oder seit einigen wenigen Jahren, sind die Wearables beispielsweise ein riesengroßes Thema. Wir haben es bereits 2011 bei der Researchers Night hier spannende Dinge gehabt. Oft ist es dann aber schwierig, diese Sachen wirklich zu halten, wirklich dran zu bleiben, das umzusetzen. Aber für mich ist es eine vertraute Sache und alles andere ist ein Gegensatz. Ich glaube, Kunst, Kultur, Technologie, Forschung, Entwicklung, das gehört eigentlich zusammen. Super, herzlichen Dank. Ist das eigenartig im Raum ein Mikro zu benutzen? Aber es funktioniert sogar, okay.
Ich werde es halt trotzdem tun, der Technik zuliebe. Ja, also eine wichtige Säule von diesem ganzen Hackathon-Projekt habt ihr jetzt bereits ein bisschen kennengelernt, die Fachhochschule St. Pölten eben. Als zweite Säule, wo wir uns auch noch herzlich bedanken wollen, ist die Politik. Wir sind auch sehr gut gefördert worden, einerseits vom Land Niederösterreich, der Abteilung Forschung und Wissenschaft und der Abteilung Kunst und Kultur und auch die Stadt St. Pölten hat ihren Beitrag geliefert, dankenswerterweise. Und da bitte ich den Gemeinderat, der Diplom-Ingenieur Robert Bruckner, bitte ein paar Worte auch als stellvertretender für den Herrn Bürgermeister zu sagen. Und gleichzeitig ist Robert Bruckner auch sehr mit der FH verbunden. Er ist auf mehreren Wegen. Er ist auch Vorsitzender der ÖH und ja, wird auch ganz kurz noch ein bisschen was sagen. Magst du ein Mikro? Ich werde es probieren. Ja, bitte, danke. Ja, hallo, ich darf Sie auch im Namen der Stadt St. Pölten hier ganz herzlich begrüßen. Du hast ja schon gesagt, ich versuche immer so mehrere Hüte aufzusetzen, wenn ich eine FH-Veranstaltung habe. Das eine ist das, da ja die FH St. Pölten derzeit noch eine 100%-Tochter der Stadt St. Pölten ist. Das zweite ist Herz, das in mir schlägt, ist das des Studierendenvertreters. Und da muss ich mich gleich einmal als erstes entschuldigen, weil wenn Sie hier sitzen, dann sehen Sie keine Studierenden. Und ich weiß es nicht, an was es gelegen ist. Es ist wahrscheinlich ein bisschen zu früh der Termin jetzt, weil wir fangen erst mit den Studien an. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass auch einige Studierende hier unter den Teams wären. Vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr vom Termin her oder wenn solche Veranstaltungen wieder sind, dass das so ein bisschen mehr Richtung Mitte Semester läuft und dass auch sage ich mal, unsere kreativen Köpfe in Medientechnik und allen anderen Studiengängen hier die Möglichkeit haben, mitzumachen. Ja, das wäre mal so das Herz oder der Hut des Studierendenvertreters. Der Hut der Stadt St. Pölten, wir sind äußerst stolz auf die FH St. Pölten. Die Verbindung zwischen Stadt und FH ist ja nicht nur durch die Eigentumsverhältnisse so stark, sondern es ist ja auch so, dass der jetzige Bürgermeister einmal Geschäftsführer der FH St. Pölten war und natürlich sein Augenmerk sehr, sehr stark liegt und man merkt das in allen Entscheidungen, die wir treffen. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, wir werden ab nächstes Jahr beginnen, die FH eigentlich zu verdoppeln von der Größe her. Es wird ein weiterer, also eigentlich nach 11 Jahren inzwischen, müssen wir das Gebäude verdoppeln. Also wie ich hier angefangen habe zu studieren, waren wir 1900, das war vor 6 Jahren. Ich studiere berufsbegleitend, was man vielleicht an meinem Alter ja sieht. Und jetzt haben wir knapp 3000 Studierende, also man sieht, was sich da tut und welche Studiengänge hier zusätzlich gekommen sind. Und wie gesagt, die Verbindung ist sehr, sehr nah und wir sind froh über jede Veranstaltung, gerade das, was auch der Hannes Afferseder gesagt hat. Also es zeichnet uns aus und wir sind froh, dass die innovativen Dinge hier passieren. Ich persönlich als Techniker, ich kann ja mit Hackathon eher was anderes anfangen als wie Kultur und Hackathon. Auf der anderen Seite bin ich ja viel bei Kulturveranstaltungen, daher kann ich es mal schon ungefähr zusammenreimen. Aber punkto Hackathon noch eine Information, die vielleicht auch spannend ist, weil nämlich Studierende von uns sind derzeit nämlich in Russland und nehmen an einem IT-Security-Hackathon teil. Also man sieht, wie groß und wie weit unsere Arme reichen. Ja, danke, dass du das organisiert hast. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse. Ich werde nicht alles miterleben, weil ich fliege dann in Urlaub, aber ich hoffe, dass ich nachher Ergebnisse sehe und mich freue, das auch dann, wie soll man sagen, präsentieren zu dürfen Richtung Stadtgemeinde. Ja, danke Robert, auch fürs Dasein. Eine Frage noch an dich. Wir haben heute schon kurz vorher gesprochen. Wie kannst du dir das so welchen Zugang kann die Stadt St. Pölten, welchen Zugang findet sie zu so partizipativen Formaten? Wie kann sie da, wie sie das pushen, sieht sie da Zukunft darin? Kannst du das auch für sich anwenden? Ja, es ist eine interessante Frage.
Ich habe mich vor circa 15 Jahren schon mit Partizipation Jugendlicher in der Politik beschäftigt. Das ist so die eine Sache, wo ich eigentlich ganz interessante Ergebnisse herausbekommen habe. Partizipation in Form, also wir erleben es ja gerade, weil die Kulturhauptstadt, also die Bewerbung für die Kulturhauptstadt 2024 ist ja oder soll in Form von partizipativen sage ich mal, Themenleisten, Veranstaltungen passieren. Vielleicht ganz kurz, also die Bewerbungsfrist endet nächstes Jahr, also 31.12.2018, bis man die Bewerbung abgeben muss. Und das heißt, wir haben da noch etliche Zeit, auch hier Formen zu finden, wie wir alle, die daran teilnehmen wollen, mit einbinden wollen und auch werden, weil das ist der große Anspruch, den wir haben. Die zweite Form von Partizipation, die wir auch in der Stadt gerade ausprobieren, ist das Erreichen, also wir haben so das Ziel Smartest City, ich weiß, das ist, ich kann mit Management sehr wenig anfangen, das ist so ein Bullshit-Word, das Smart City und Smart irgendwas, aber wir versuchen hier doch Aktionen zu setzen, die eben sage ich mal, die Stadt vorantreiben in technischer Hinsicht, in gesundheitlicher Hinsicht, also das, was man halt unter Smart versteht oder nicht versteht. Dritter Satz, politische Partizipation, da ist für mich schon ein bisschen heikler jetzt wieder. Ja, ich halte etwas davon, ich mag es aber nicht, wenn es Partikularinteressen nur dient und nicht der Gesamtheit. Also das wäre mal mein Statement zur Partizipation. Ja, herzlichen Dank und dann hoffen wir, dass wir bis 2018 vielleicht auch das ein oder andere Projekt, was da jetzt stattfindet, dann weiterentwickeln können und vielleicht, ja, danke. Ja, ich habe es eben schon kurz erwähnt, also Open Glen ist ein relativ großes Netzwerk, worunter sich viele beteiligen. Die Partner, die ihr in Verbindung mit dem Hackathon seht, das sind nur einige wenige, die da jetzt ganz konkret hier in Niederösterreich für diese 3 Tage so direkt involviert waren. Das Netzwerk spannt sich eigentlich viel weiter. Abgesehen davon gibt es ja auch Kollegen in anderen Ländern, also es ist ein internationales Netzwerk eigentlich. Ja. Und ja, und zu diesem Netzwerk, also es gibt eine ganz lange Vorgeschichte, wie wir dann in Niederösterreich gelandet sind. Und möchte nur 3 Personen, die uns unterstützt haben, im Hintergrund noch erwähnen. Das ist einerseits der Peter Baricek von der Donau-Uni, der auch seinen Beitrag hier geleistet hat. Der Dr. Thomas Eigner, der Direktor vom Diözesanarchiv und gleichzeitig President of Icarus, dem International Center of Archival Research. Und Tassilo Pellegrini, seinerseits, also seines Zeichens auch Teil der FH, Lehrender, Professor. Ja, und dass dieses internationale Netzwerk auch sehr gut funktioniert, werden wir dann später sehen. Auch Ben ist ein Teil des Claim-Netzwerks. Aber um jetzt da nochmal zurückzukommen auf diese vielen Partner, die sind angeführt, weil auch die Mentoren von diesen Partnern geschickt wurden oder sich berufen gefühlt haben. Das sind halt jeweils Leute an Institutionen, die sich ganz speziell zu diesem Thema engagieren und da auch selbst aktiv sind und wirklich auch kooperativ und quasi ihren Beitrag da leisten. Und deswegen möchte ich auch kurz Sie zu Wort kommen lassen, zu Beginn noch, bevor wir so weit sind. Ich mache es einmal der Reihenfolge nach. Ich habe eine alphabetische Ordnung sogar stehen. Und wer ist die Erste? Unsere leider einzige Mentorin, aber dafür umso besser. Ich mache es kurz und schön. Ich bin Kerstin Grunstein und wer mehr über meine Arbeit wissen möchte, der bleibt am besten zum Netzpolitischen Amt mit da. Da habe ich einen Vortrag. Kurz und bündig. Genau. Und Werbung. Ja, genau. Kerstin wird ihre Arbeit präsentieren und dass sie die einzige Mentorin ist. Also wir schauen natürlich auf Ausgeglichenheit, wir sind nämlich ein paar Mal danach gefragt worden. Dafür haben wir beim Netzpolitischen Abend eben 3 Frauen und die Teilnehmerinnen sind genau 50-50, also so gut es geht. Ja.
Zweiter ist der Christian Erlinger-Schiedelbauer. Wo sitzt er denn jetzt? Hier. Ja, hallo, ich komme von der TU Wien sozusagen und begleite hier ein Projekt zur Aufbau einer bibliografischen Sammlung raumplanungsrelevanter Materialien, Literatur. Und das Interessante dabei wäre hier eine geografische Suche, nicht eine geografische Visualisierung, sondern eine geografische Suche, die auch unterschiedliche Maßstäbe exakt abzubilden versucht und die Datennutzung zu schauen. Also was ich so ein bisschen weiß von dem Projekt ist, dass auch sehr für regionale Entwicklungen auch geeignet wäre. Und da hoffen wir, dass Kultur und dass wir da auch eine gute Verbindung finden. Dritter, Karl Kollermann. Ja, hallo, also ich bin Archivar und arbeite im Diözesanarchiv in Pölten. Wir haben für den Hackathon unsere digitalen Matriken eingebracht und ich glaube, ich weiß nicht, ob die meisten wissen, was Matriken sind. Wenn es interessiert, wird es dann morgen erfahren und ja, wir hoffen, dass wir damit auch eine Gäste zustande bringen. Ja, fast alle Mentoren sind ja auch in den Blogs veröffentlicht, auch der Karl, da kann man auch nochmal nachlesen, was Matriken sind, wer morgen nicht da sein kann. Nächster Mentor ist Georg Neubauer. Hallo, mein Name ist Georg Neubauer und ich bin spezialisiert auf digitale Medientechnologien, Saminus Aliso, also wir sind auf Informationsvisualisierung spezialisiert und kommen von der Donau-Universität. Danke dir. Ja, Johannes Preiser-Capella, der hat sich heute Morgen entschuldigt. Er liegt ganz stark mit Grippe im Bett und hat alles absagen müssen. Was uns leid tut, aber wir wissen, dass er sowieso für uns verfügbar ist und kommt sicher ein anderes Mal. Ja, dann Alexander Rindt. Ich bin von der Fachhochschule St. Pölten und mache im Bereich der Informationsvisualisierung und Visual Analytics, also Methoden entwickeln, wie man Menschen helfen kann, um aus Daten Informationen rauszuziehen. Ja, und in dem Zusammenhang, da muss ich es nicht wieder dranhängen, möchte ich auch noch kurz sagen, also die FH St. Pölten hat ja mega unterstützt und da waren hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich muss ich da wirklich dem Alexander Rindt danken und der Ulrike Wieländer, die da ständig mir zur Seite gestanden sind und ich habe die Frage, na, wie war das jetzt, also so oft gehört und irgendwie so oft mit Abgleichungen und mit ja, Abstimmungen und Hinweisen und Tipps, die ich bekommen habe. Herzlichen Dank. Saminu Salisu. Ist in einer Minute wieder da. Schau. Sven Schlapp. Ja, mein Name ist Sven Schlapp vom IT, Austrian Institute of Technology, und ich habe in zahlreichen Projekten mit kulturellen Inhalten zu tun gehabt, also zum Beispiel mit Bibliotheken habe ich gearbeitet, der österreichischen Nationalbibliothek, das Google Books Projekt, da war ich dran beteiligt, in Langzeitarchivierungsprojekten oder wie vielleicht das Projekt eArc bekannt ist, das ist ein internationales Projekt zu Archiven, also von daher habe ich ein bisschen einfach Erfahrung mit dem Hintergrund und versuche hier bei dem Hackathon nützlich zu sein. Ja, danke schön, und gleich neben dir sitzt Rainer Simon. Ja, ich komme ebenfalls vom IT und darf dort seit inzwischen mehreren Jahren bei einem Teil meiner Arbeitszeit das Projekt Pelagius begleiten. Pelagius ist eine Initiative, eine internationale Zusammenarbeit, wo es darum geht, Linked Data in die Geisteswissenschaften und speziell in den Altertumswissenschaften besser zu vernetzen, also Daten besser zu vernetzen in Literaturwissenschaften und Disziplinen, die sich insbesondere auch mit historischer Geografie und Kartografie beschäftigen. Ja, und da habe ich auch einige Daten mitgebracht. Wir haben sehr viele archäologische Daten, numismatische Daten, eine ganze Menge Records, mit denen man nette Dinge wie Kartenvisualisierungen machen kann, Zeitleistenvisualisierungen. Wir haben auch Tools für Nicht-Programmierer, die wir in Pelagius entwickeln. Das ist vielleicht auch eine ganz nette Sache, die ich morgen kurz vorstellen kann und die auch für diejenigen vielleicht interessant ist, die nicht programmieren wollen. Danke Rainer, und last but not least Florian Winczek. Ja, hallo, ich bin Florian Winczek. Ich bin von Fluxguide, einer Firma in Wien, die sich konzentriert auf mobile Innovationen für
den Kunst- und Kulturbereich, vor allem kulturelles Lernen für E-Learning, Education-Based Services, auch im Tourismus. Ich war vorher ganz lange im Wissenschaftsbereich, auch an der Donau-Uni, da eben auch für digitale Kunstvermittlung. Ich promoviere auch zu dem Thema oder vor allem eben Weiternutzung von digitalen Daten für ko-kreative Wissensgenerierung. Und was ich eigentlich hier beitragen kann, sind vor allem Konzepte zu kulturellem Lernen mit digitalen Medien, Praxiswissen, Strategien und ja, dafür bin ich die nächsten Tage ansprechbar. Super, danke Florian. Ja, also wie ihr es jetzt schon gehört habt, das wird relativ ergebnisoffen sein. Wir werden schauen, was auf uns zukommt, was aufgrund der Teilnehmer und des Wissens, das wir hier haben, möglich ist. Und ja, ich bin total zuversichtlich und auch sehr gespannt selbst. Und dann können wir jetzt übergehen, glaube ich. Ich möchte noch kurz Ben Ostin kurz vorstellen, but I switch to English. Is it right? Okay, so then he understands his introduction himself, but it's quite important, I would say. Ben is the technical lead for the British Library Labs project, funded by the Andrew W. Mellon Foundation. The Labs project seeks to bring the British Library's existing content and researchers together to explore and map out new areas of research and use approaches such as crowdsourcing. Ben has over 10 years of experience working with university library and archive systems and content with a focus on preserving and providing research data and openly licensed material to researchers. So, ich lese jetzt natürlich sein eigenes Text vor, weil es ist für mich schwierig, den Ben eigentlich überhaupt so kurz fassen zu können. Ja, Ben, so it's up to you now. The stage is yours. Hello, and apologies for doing this in English, but unfortunately I'm embarrassed not to be able to speak German. So the title of the talk is Easy Things Are Hard, but the hard things could be easy. And that does sound like madness, nonsense, but I would like to put it to you that it's actually about everything we do and the work that we're going to do in the next coming days, and it really is fundamental to the types of work we do in hackathons, but also in research. And that's because it's all a matter of perspective. To me, that's just a very heartwarming thing of touching an otter's paw. Wonderful. To an otter, he's just begging for food. It's completely different for each of the different parties, and it's true also that things that you may find easy to do, technically, other people who might make use of it will find it incredibly hard, or even not even conceive that it's possible for this to happen. They might not even know how to word the question to get some technical answer to what they're after. And that's what we found time and time again. You're all wonderful, skilled people. You all know how to do various things, but there'll be people who aren't in this room, who have a research question, who have an artistic drive, who may not even know that certain things are possible. And that's what the silly title of the talk is getting at, the fact that things that people believe are hard or impossible or don't even know that they exist may be easy to other people, and vice versa. You may find something that technically is incredibly problematic, but to a researcher it's just a simple question. So I do a lot of stuff to do with making open content, open cloud material, I guess you can call, make it more accessible. And I've kind of got them in the order in which I deal with these. So the first one is helping people deal with the sheer scale of it. What I mean by that is, it's so large, it's hard for people to get an idea of what the data is, what it looks like, what it feels like, what characteristics it has. Because they don't have the tooling, they don't have the knowledge, they may not even know that it's necessary to do that kind of thing, whether it's with a political archive, with book text, to know not just what books are in a list, but which ones are missing, for instance. So for instance, the British Library, when it was in the British Museum, was bombed, and we do have a number of shelf marks which are missing. And so there are researchers who come along who will read all the books in our library and someone else's library, and
they will believe that that is all that there is. And we see this a lot with students. They'll go to Google and type in something, and if they cannot find it through Google, it doesn't exist. It never existed. Why would it not be in Google if it didn't exist? So that's one aspect to help with. To not just show what exists, but to show how wrong or where the gaps are. That can be incredibly helpful. So for instance, the newspaper archives that libraries hold, one thing they're very good at is saying how to get to a certain newspaper article if you know the date and the year. What they're not very good at is saying what newspaper issues are missing, because the person who collected them in 1870 just didn't pick up that newspaper that week. That's some of the things that help it be more accessible to researchers, pointing out these gaps so that when conclusions are drawn from the data, they're not too forced. So, a bit of context, I work in this building. This is the pretty picture. I'm currently on the 5th floor in an open plan office, which looks like every open plan office. And I see very little physical material because it doesn't appear on our desks. This is the gratuitous slide of the library, which I kind of have to show you. If I say there are lots of buildings and there is a big store and all that kind of wonderful stuff, but fundamentally, this is the important bit that I'd like to carry from my organisation. This is from the vision, the thing that they're trying to aim for 2023, sorry. And it's a wonderful statement, and it is excellent ammunition to have as being inside an institution. We can point to this when we get maybe certain roadblocks or unenthusiastic responses to questions, say, but we are kind of trying to do this. So this can be very helpful to have an organisation that is pushing, like Open GLAM, whether it's coming from the institution itself. These are all very handy bits of ammunition. I work for this, British Library Labs. This is a project within the library. We're externally funded, which gives us both some freedoms, but also means we're separate from certain things in the library itself. So we may not have a very close working partnership with IT, the IT services, but it also means that we don't have a close working relationship with IT and can do strange and wonderful things that other curators can't do. What we're doing as part of this project is we're working with individual researchers on their projects, and there is a whole system about maybe picking researchers, seeing which ones are worthwhile, because what we're also looking for is where the library is failing, where we're not helping researchers, where we're not helping people to do the job that they want to do, to make the steps, the leaps, and to fundamentally do the research they want to do. And that's by actually doing the projects with them, to know where the failings are, to know what we might need to improve, and to find out what those hard things that could be made easier. Another gratuitous slide of stuff, but it goes back to the scale issue. These are just numbers. People often put this sort of slide up when they go to talks. It's meaningless, really. It's numbers. We've got a rough sense of scale, but most humans can't really go past 50 in their head without losing some semblance of what that really means. So part of what we're doing is working on ways of turning that into something the researcher can think about, something that they can understand, and understand the questions they could ask of it before they even walk through the door. And that's one of the things that's really helpful. This is a kind of rough hierarchy of needs. I've not put it in any pretty pattern or shape because it's not necessarily a hierarchy, but it does kind of run from top to bottom. Navigating is a silly word, but it's what libraries have focused on for many years. It's what some archives have focused on, and certainly museums. I know you have a thing. I would like to see that thing. May I see that thing? That's pretty much it. So all of the catalogue, searching, finding a thing, seeing that something exists falls under that heading. It's fundamental, but it's not where it should stop. So the ability to explore a collection, to actually look within, to see that
whoever curated this collection got most of their stuff from 1860s, or the person who applied Dewey Decimal tags in the 1950s decided not to use any religious tags. So there's a big gap in the 500s for no real reason, because curators just didn't use them. And that you won't find just by going to a search interface. You need something a bit beyond that. And the rest of the ones are all to do with what we're trying to enable. We're not really there yet. We're doing it on individual projects. We're trying to work out ways in which a researcher can come to us and say, this is what I'd like to do. But these are all useful ways of thinking about what you might do with some data that will be helpful. If you're struggling to reuse it or combine it with another data set, maybe you need to go up a bit, get that worked out, make something happen there, and then come back down to it. So that's my theory soapbox. That's me standing up because that's kind of what I've been doing for the past couple of years. But it's better to show some examples. So this is Sarah Cole. She was an entrepreneur in residence, and she made this thing called Poetic Places, which is a little phone app that you install, and you have it running in the background. Open it, and it will try and find if there's any poetry about the place you are near. And it will present it to you in a very nice fashion. It looks like that. She's reused a whole lot of images from the collections, also used text, mostly based around London because it was a proof of concept, getting off the ground, getting something started. But all of this happened because she was able to do stuff with the content, to navigate it, to explore, see what's there, to see if this is even worth pursuing as an idea. Good Form and Spectacle. I don't know if people know them. They do some really exciting experiments with visualizing and understanding, exploring digital collections. It's just goodformandspectacle.com at the top. This is one of the first things that they did on a cultural level, and you can go to it, hopefully, and it will give you random selections of things, and it will pointedly not give you them in a way that you would expect from a museum interface. So click on it, 9 random textile designs. That's nice. I can click on one, I can click on more textile designs. And it's essentially turning a facet of more interesting metadata from a point of view and turning it into a visual thing if it loads on this connection. It would be best not to stress it out too much. But they have pulled lots more interesting tags, and they're doing things with color matching, things of that nature. And it's provided a springboard for people to explore the content in a very somewhat superficial way, a surface level way, but an interesting way of seeing what's actually there. Cooper Hewitt had a redesign a number of years ago, and this is one of the things they exposed very early on. The ability not just to explore the collection through period and people, but also when the pieces were actually accessioned, poured into the museum by colour, so you could hop around blue objects with a very certain shade of blue that you were trying to explore in the design museum. And this was done through image analysis, pulling out relevant large colours, and it was just a very nice and very popular way for the collection to be explored. It had by far the greatest number of views last time I spoke to them, that people would click on this first and browse around it much more than the other ones. So another aspect we deal with is researchers who, like everyone, don't know quite what's a hard question and what's an easy question. We often have people going, I would like all your 19th century books. It's like, yes, you may have all the 19th century books, but can we advise you that we don't think you actually want all of them? For instance, just pulling the illustrations, the pictures, the drawn pictures from just 65,000 volumes is 540 gigabytes. That's just the images, not the actual page text themselves.
So I don't know how many people here know what libraries do to digitize books, but to give you an idea, every page is scanned, has a record. Sometimes the record is completely separate from the print record because cataloging, and I'll leave that for a contentious debate later. But it's a series of pictures, which is nice, but we have this thing here which is generally always hidden by libraries and archives and museums. This bit here, which is the optical character recognition, the XML that comes out of it. And that part is hidden because when people ask for these, they want the book. And they get generally interfaces which present them a fake book on a screen that you can turn by page. They don't get the data, they don't get access to it, and no one builds any APIs to let them have hold of it in the general sense. However, there is a fascinating and huge amount of information in there, and what you can do with it is very, well, I tend to work mostly with this and ignore the images for the most part, for the work I'm doing. So, one of the first things we did was, as I said, take this book collection, split it up into various things, put all the illustrations on Flickr. We didn't know what was in the illustrations, we just knew that the OCR said, there's a text, there's a box here which doesn't look like text, but there's ink in it. And so it's an image. And that's what we put on Flickr. Put 1 million images on Flickr, it took about 10 days to do, but it's there. I ran some tests on it myself, facial recognition, see what kind of things were going on, but what happened was my projects with it were completely superseded by people watching me work on this and going, actually, some of these images are quite interesting. So I wrote this thing called the Mechanical Curator, and it's actually a small bit of code, really, relatively, that digs through the image collection, pulls up images, uses some very purposefully crude visual analysis to try and get images that sort of look like the next image along. Until it gets bored, it has a boredom threshold and then moves on. So you don't have just sequences of decorations for weeks and weeks and weeks. So we have this Flickr collection, and nicely categorized in a sense. But none of that was done by us, really. That was because Flickr provided a means for people to navigate and poke around. The good people at Wikimedia UK set up some web pages which gave a synoptic index of the books that were in this, because we also released all the book, the metadata for the books that were part of the Flickr release. They catalogued it, they arranged it, made it explorable, made it navigatable, and people were just finding these images and tagging them. And this was unprompted from us. Some people really enjoyed tagging, getting to leave thousands of tags. And all we did was try and curate them and pull together things that were emerging. Like there was someone who's very interested in bicycles, so we pulled together a group of bicycles and a group of ships. And then we found out a few people were doing this by machine, not by hand. So Mario Klingman, that ship's album, I think it's called on Flickr, the ship's grouping he found by taking a few images of ships and making a machine learning clustering algorithm to find more ships. And then he tagged them automatically. So tagging is very powerful. We worked with Wikimedia UK to run a tagathon for everything that had been tagged maps, and also to tag anything that hadn't been tagged, whether it was a map or not. Now, the tagathon itself found 30,000, and that is a huge number. We have 54,000 in total from the collection that are tagged as being map-like or can be put on a map. So things we discarded were globes, spherical projections, those kind of things. But what's important is that 14,000 were found by machine, by people using the things that were being tagged map to train up machine learning. I'm not sure it was deep, it wasn't TensorFlow at the time, I think it was just feature extraction, to find more maps, submit them, people would come along and go, actually that's not a map, tag it no map, and there was this kind of back and forth between the human side and the machine side
until every single image had a tag whether it was a map or not. So that was a good use of it, and we kept on going. So all of those maps are now in a thing called the georeferencer, where people can come along and try to place that map on an actual Cartesian map. So that we have built up a large collection of these, which are on our, shared openly for our data portal. So any of these maps can be used for further use. This was a project I did a few years ago. Again, more crowdsourcing, more tagging. It's a purposefully constrained device, which people who are of a certain age may recognize. It has 2 buttons and a joystick. It doesn't have a keyboard, doesn't have a mouse. But it has a Raspberry Pi and a screen and a Wi-Fi connection. And we invite anyone who wants to make games for it to help with crowdsourcing tasks. So we've got 2 that run on it. One which is called Art Treachery, where you're an art thief, obviously, and you're given a task to run through a maze, technically a gallery, but it's obviously more like a Pac-Man maze, and you're tasked with finding a painting that matches some sort of category. Find an image of a bird, dressed up in the theme, so it's the buyer would like an image of a bird, or the buyer would like a painting from 1850 or so. And what we don't tell people is when they're playing that game, some of the time we know the images that they can go for, and some of the other times we don't know what the correct images are. And so they're going through the maze, pick out these paintings, trying to get cash to carry on going. And that is feeding back tags to us to tell us what different things are in there. So we're trying different ways of making this more accessible, this data set. And it has nice side effects where people can take the images, because what I didn't mention at the beginning is all of the images we released were under a CC0 license. All the metadata we released, CC0. All the OCR XML, CC0. To make it as reusable as possible. We found many, many instances of people doing so, and sometimes they're nice enough to tell us. So this is using 19th century illustrations, recolored, set to music, and if the Wi-Fi wants to play. A few seconds maybe? No. But even though you can't hear the music and see it play properly, all of the images in here are from the Flickr collection, which were found only because people tagged them with the things that were in the images, so they could be reused in this fashion for a musical video. And I believe the band is from Malaysia. It's just a nice thing to discover and be told about. This thing you did a while ago, purposefully open so that anyone can use. Someone has come along and made something very beautiful from it. We'll try to. So I won't risk running another video, but the other way that in our department that we're trying to reuse content is one of my colleagues, Stella Wisdom. She's in the Digital Scholarship Department. She has been running the Off the Map competition along with Game City in Nottingham, UK, to try to encourage people, undergraduates, to make games using the material. So this one in particular is, we released a asset pack, and I think it's worthwhile saying that if you release images, if you release videos and sounds, if you release those things, people who make games probably will still not care at all. Typically what they're looking for are things like asset packs which plug into Unity or the CryEngine, or things that are already there so they can just plug them in and they appear, even though there's only one extra step for them.
there's a huge increase in the uptake by making them into, and naming them and talking about them as asset packs. So this still is from a game made using a variety of different Alice in Wonderland pieces, and it's very nice. But coming back to the crux of this, there are the easy and hard questions. So, for instance, one hard question that is easy to research it, it's perfectly reasonable. I would like all the books written by women in the 19th century from the collection. That's a fairly reasonable thing to ask. Actually getting that from the metadata we hold on it is next to, well, not impossible, but whatever we get out will be highly inaccurate, and we won't know quite how inaccurate it will be, let's say. Another one would be, I would like to know all the different 19th century books on travel in Europe, that talk about travel, that describe it, that talk about food in Europe. I would like all of those, please. That again is a rational, fine question, very hard. This is one reason for why it's hard. This is, so I've been talking about the 19th century a lot. This is the metadata for the 19th century, taken from the British Library. And there are lots of times where librarians and curators have to suggest a value for a field. They have to suggest a title because the book may not have it, or the page is missing, or it's not written. Same for the date of publication, place of publication, and those kind of things. Every single pixel is one character from the entries that have been made. All the white ones are the ones which have been put in without any condition. They are hopefully what the book says it is. Every single blue dot is where a librarian has put square brackets around it saying, maybe 1860, and you know, it's quite prevalent. It's not like patches here and there, it's throughout the entire collection. There is no particular order to this listing either, and there is no order in what's come out. It's all pretty much the same. So even when we're saying we can filter, we can work, we can explore, the underlying data itself has caveats, has issues which need to be understood when you're using the data. So for instance, this is a chap. His name was actually Dr. Peter Francois, and this was a legitimate question he asked. And so we worked with him to work on ways of actually answering his question. So I made something called the sample generator, and because I was literally just working with a researcher, this was just between us to work and bat ideas around. This was to show various distributions of the metadata to get a feel of what's in there. And so we used it to find things which mention France and Italy and various forms of those names, misspellings, etc. But the important thing here is the red line at the bottom. It's relevant, it exists, and it's actually what we deal with all the day, every day. That's what we have digitized from our holdings. The blue line is what we actually know exists in our holdings, which is kind of a complex phrase there. You can see the effect of those, square brackets by the lumps at the beginning. So you see there are peaks every 5 years, because if you're estimating, you're going to estimate every 5 years. So that comes out that before sort of 1880-ish, it's going to lump up that way. So if you're doing anything with temporal distribution of words, if you're doing anything with that, and if you're using non-5-year divisions, if you're using, say, 8 years, if it's to do with a political party, political term of between election years. Sorry, it took me a while to find the right way of expressing that. If you're doing it as a funny, odd serial, then you might find that the words are not right, because you get a weird distribution of words from this. So you just have to understand it. The other thing to take away from the graph is that red line doesn't really look at all like the blue line in its shape. That's because digitization is often arbitrary. It's done by shelf. We start at this end of the shelf, we go along. The curator decides which shelves and in which order, but that's what happens. And so this was actually from an incomplete digitization. It's quite heavy in travel, which is why we pursued this question, but
it's a bit thrown off in other ways. There's this bias, and so that was part of what I need to do. To give you an idea, Happy Trust a few years ago has all the Google books, and Alan B. Riddle went in and found out from a English bibliography from about 1835, which is supposedly everything written by an English person. That was the bibliography that was published. He was able to find about 58% of those books in the Happy Trust corpus. So even if you go to the central office, to Happy itself, and run analysis on their texts, which cover all of the Google Library projects, you still have to go and make some decisions about how accurate your results are, what conclusions you can actually draw. So this is a rough estimate. This is what we think the British Library has digitized. It's about 3%, roughly. And of that, only a small fraction of it is actually openly licensed. So it's a problem in getting it reused when there's not that much, comparatively, to reuse. Even though that small chunk on our data.bo.uk website, that takes up about 4.5 terabytes. So it is large, but it's tiny compared to the whole. So I'm just going to skip two pretty things. This is primarily what I've been doing a lot with my time. So if it's okay, I'll share some of the problems I've had, some of the approaches that have failed, say useful to people who might be working with OCR. Fundamentally, it is messy. If you have something that's gone through, say, Abbey Fine Reader 8 or 9, let's say 2009, 2010, from what we've been doing, it really looks like you should just redo it. There's a huge increase in accuracy compared to that piece of software with even Tesseract nowadays. So one of the first things we did with the OCR text, or what we attempted to do, was with newspapers. So we started with a really easy question of, the researcher was interested in Victorian jokes. Let's just find all the jokes in the newspaper archive. That's surely easy. Of course, horrific, but not for the reasons you may suspect. The most horrific part was working out how we can do the work legally, and how we can do it without annoying people who have been sold rights to share this content, because that's the current state of play. Digitization in the UK, at least, generally doesn't happen unless there is a commercial partner pushing it along. The government really doesn't fund digitization projects for heritage reasons. So these partnerships have to happen. So this actually floundered a bit, because the projects we work on, they only run for about 5 months. So in 5 months, we weren't actually able to get very far with the newspaper companies, and also with our internal risk management people, let's say, the people who say whether we can and cannot use things for copyright reasons, who assess the risk we're allowed to take. In fact, the newspaper companies were quicker to come on board, Gale Sengage, to say, yes, you can use thumbnails, just link to our website, then our own internal organisation was ready for the risk that they feel that they may have brought to us. But still we pressed on and made some terrible jokes and some terrible puns. But these were extracted from books in the collection, these were extracted from newspapers, and they didn't do things like put articles saying jokes. So we had to look for things that looked like jokes that would never utter them. They would say things like some lines from the USA, or Yankee Doodles, or all sorts of strange ways of writing them. And there is humour there. It's not good. It really isn't good, but it is there. Some of it is a bit dodgy. Oh, too
So one way this got reused was by an animator who, based in America, Rob Walker, I believe his name was, and he used, again, more illustrations from the collections to make an animation using all the mother-in-law jokes that had been found up to that point, and to weave them into some sort of semblance of story. I won't put it on, don't worry, but it's there and you can find it. You know, there's not many mother-in-law Victorian jokes animations out there. So that's quite maybe a light-hearted use of the collections, but the exact same pattern of access, the exact same path to using it and the tooling was used with Katrina. And we use the same process to find mentions of Chartist meetings, which is a movement in the UK to try and give working men the vote. And that there was huge rallies, etc. And there are also meetings in pubs, and there were a few newspapers which used to broadcast where a meeting was happening and also reports of what happened in the previous one. So it's quite an important political movement to be documented. But obviously it's meetings in newspapers, so again it was a task to search for. And what was broken down further is we got the reports and then were placing them into where we thought the pubs were, or still are in some cases, to provide a kind of map and do a walking tour and get more engagement. And the OCR issues for this one weren't so problematic because we were using things that didn't involve the words. The Chartist meetings were often printed on the same page of this newspaper in one section of the column, so it's quite easy to extract that part, break it down by structure, not by words, so there's a gap between the lines, so there's a wider gap, broke it up that way, and then to do some very crude sort of NLP on the words to work out what is a place name, what is a place. And so that's the way we tackled it, and then by, well, the power of undergraduates, placing the actual places to latitude and longitudes, because some of the words were very wrong, and obviously some of the pubs do not exist anymore. But we do have lists of where they used to be. One surprising source for a good map of pubs was from a temperance newspaper. So they were anti-drinking, and they helpfully mapped where all the dens of iniquity, all these horrible sinful places were, that allowed us to have a nice map to lay on and to check our things. Katrina actually took to what we were doing quite well, because she's a historian. She, at the very start, was very open about being an old historian in terms of her work methodologies, you know, reading, monographs. The computer side of it she knew she had to get into, she could see the benefits of, but she didn't know where to start. And so this was the beginning of us using Jupyter notebooks, which is a way of providing in this case, a Python environment for a web page, but also a way of presenting the results in a way that people can read and follow, and you can write text. And it's quite a nice, I won't say actionable document, but it's quite a nice way of displaying something to a researcher and letting them fiddle with and change and manipulate the data as well as getting the data back out. So that's what we're trying to push for, some kind of virtual infrastructure for working with OCR data inside the library. So obviously we have much more than we can share openly because of that tiny fraction we're actually allowed to. So we're looking at ways of providing Jupyter notebooks on Docker to actually give people these kind of interfaces. At the moment, we're trying to work out the best teaching method. So you can't just throw someone into an environment and go, there you go, have fun, course in a few months. So it's what do we provide to allow people to make the best use of it? And also, we need to really explore whether this is a good solution, whether there should be something else, and by the time we get to this point, there may be something else. But at the moment, this looks good. And so it's a nice way of sharing and working collaboratively on something. Again, same pattern.
completely different topic, this time looking for mentions of black abolitionists who were unknown or known who came to the UK to talk. That man there, Frederick Douglass, there is contention whether he has been photographed more times than Queen Victoria, and it's quite probable he has been the most photographed person of that period. He gave many talks, and trying to dig through the ropey newspaper OCR, the poor newspaper OCR, meant that we had to use a lot of tricks. And so a lot of times the words would be written wrongly, not just in the newspaper, but because they would be spelled wrongly. If you take a look at Frederick Douglass's name, very often they'll be missing an S, it'll be a different form, they'll get it wrong. So a lot of the analysis we did was about how wrong the OCR was, by taking a small sample of things we knew talked about black abolitionists, and to map out how it failed, as in all the different ways you would write different words, and the ways it would typically fail on certain types of letter combinations. And that enabled us to narrow down on it. But again, we were starting from a point of we've got to work out how wrong this is, how wrong our methods are, and to work within what does work, and then present things authentically without lying that these things work wonderfully. In the end, it looks like we were getting good positives on 60-ish, 67% roughly. We also put on a little performance called Meet the Crafts, because we tend not to keep things in the digital domain. It's useful to try to broaden how these things are approached and presented through walking tours, through performances, through exploring what that means in context, because that's about sharing the cultural data, the cultural information, and our culture in a sensible way, rather than just keeping it to a simple service. And I won't go through much more, but I've done this for poetry, trying to find poetry printed in newspapers, and again, didn't really pay attention to the words at all. I just used where the words were in a line, and so if the line looked like it had a poetry kind of spacing, that's what I had written to try and hunt down those sections. So some other people have been doing machine learning with the collection, so I thought I'd mention Charlotte. So they took the TensorFlow approach, or visual analysis. So they took the tags we had existing, looked at them, took a set of about 1,000, tagged them themselves into 12 categories, and then ran it over the entirety of the set. So everything on the Flickr collection now has, well, at least a dozen tags, of which variable success rate, because that's one of the things that's missing from a lot of this, is actually working out where it's gone wrong, percentage of failure, and how bad data may cause you to make bad mistakes further on down the line. We have a lot of creative reuse. Some of the creative reuse is actual installations. So this is a VR installation of the headset, where he's taken an old image of London, street map, and turned it into almost a kaleidoscopic thing you can explore in virtual reality, more like a hallucination than anything else. And this was only done because the thing was openly licensed, openly accessible, you can get to it, you can find it. And that gave him the idea that this could be reused in this way. So even if we're not doing the work ourselves, just making things accessible and open and openly licensed makes things happen in general. So Mary Klingman, I mentioned before, he likes to arrange things. He does so in very interesting and artistic ways. These are all the most colourful faces from the British Library Flickr collection, arranged in a nice grid, which is fine. However, he's also done things like this, which is used a clustering tool to try and pull together all images within a set of women looking tragic. Sounds, what use could that be? But there have been two researchers that have come to us who are asking about how women are depicted in 19th century novels.
And if we could show illustrations that mostly women are shown in this fashion or not, that provides evidence for how they were illustrated as well as described using the text. So this actually does have a valid research use, and so it's not to be discounted before that. So there are some caveats to working with data, and that's about checking what things really mean when we've done work on them, the outputs, being ethical, making sure that what we do doesn't hurt people by, say, taking shipping logs and bringing up names and addresses and pinpointing exactly where they came from. And doing that in a fashion that affects people living today as well as people who have recently passed away. This is a slightly lighter example, but this picture here, this lovely image, never happened. It's complete fiction. What happened was, and the story goes that they tell, they handed the phone to a friend. They didn't notice that the phone was on the auto shutter, and it took about 10 pictures in a row. This picture was from an email they got from the Google Auto Awesome service. It said, we noticed you took a load of pictures. Here is the best picture we made from them for you automatically. It's a picture where they both have their eyes open. It's where they're both smiling at the same time. It's where the lighting's best, but not one image had all those components. It was built from the multiple parts. And the reason why I put this here is, who decided that that's the best image? It's through heuristics, like, as I said, eyes open, smiling, but at some point we have to decide, are the questions we're asking correct? I don't know how many people have seen the moral question that's been posed by MIT, where you have to choose who dies. And it's supposed to illustrate what happens with self-driving cars when they could possibly make decisions that cause the least damage, not just save the driver, where you're saving the child and the doctor rather than the old people. Because the old people have lived a long life, but the young people, they're still going, and one's a doctor. And this is quite painful, I find. Not just in answering questions, but because it presents you with two options. Just two. When it's clearly there are many, many more choices. Like, why doesn't the car just smash into the side? The driver's got an airbag. Should be fine. Saves all four people. But that's not the question posed, because they've shaped that with the question they've asked. They've shaped the perception of what the problem is by how they've asked it. And that's what we have to be careful with when we're using data. By presenting in certain ways, we force people down certain alleyways of thought, where they do and do not ask certain questions. This is not an absolute, this is more about playing around with how people perceive things. So for instance, this is the scroll of On the Road, written by Jack Kerouac, in one go, from one roll of paper. And you can see his edits as he went. Reading it isn't very good. Not because the text is bad, but this is where I took the book Makers by Cory Doctorow and printed it on receipt paper. There's nothing wrong with the text. If you've ever tried, this took me 40 minutes to reel up. It takes me just as long to unreel it if you're trying to read it. The actual process of dealing with this makes it harder. To give you an example, the British Library books that were digitized through the Microsoft Digitalization Project, they've been on there since 2009, really, 2010. They've been there, they've been accessible, but no one's really seen them because you have to find the right record, the digital record, not the print one. You have to click through, you have to click, I want this thing, you have to click and get the digital PDF. At the moment, you can now get a page viewer for it. But that's still one step too far, and by pulling out the images, by making it more accessible, we've increased people's visibility of books. And people have been doing things like making games with the images. So using the first letters from the books. Dave Normal built a commission for the Burning Man Festival by collecting images, liking how certain images sat together, drawing them up, pasting them,
making 8 foot by 20 foot, so yes, but making 4 of those and putting around the actual Burning Man itself, which we then dutifully shipped to England and had round the Poets' Corner part of British Library. This weird and strange thing that I'm not sure the British Library knew what they were getting. Finally, I'd like to talk about the political archives part. So again, this question of presentation shaping perception. So the data has existed for the New Zealand Parliament on who has been a member of Parliament, and that's been there for a while. However, Chris has done a very good job in visualizing how the various shifts of allegiances have happened. And if you go to the website, this particular part is quite interesting. They shifted to a new voting method. And almost instantly you go from something that's almost a two-party state into something that's much more, well, you might say representative, but much more varied in its political makeup. And that's all it is. It's a visualization, but it's that arrow there, that one arrow, that missing piece that explains a lot of the chart. And that's what can be done with open ground data. You can be that arrow to point to the right bit that sparks someone else, or you can spark yourself into making something exciting. So I think I'll stop there and hope that was okay, even though admittedly in English. Any questions? Good. I'll be around for a bit later. Thank you. Quite inspiring. Just one last thing, we talked a lot, but give me a hashtag for the future. Hashtag for the future is that there are no hashtags. Pardon? It's all about people, not a hashtag. Ja, thank you. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Netzpolitischen Abend, der 18. Und das allererste Mal in Linz. Das ist jetzt... Entschuldigung! Gott sei Dank sind wir nicht live. Okay, herzlich willkommen. Das allererste Mal in St. Pölten, weil es ist das zweite Mal erst auf Tour, weil er war bereits einmal in Linz, nämlich genau der 9. Netzpolitische Abend, witzigerweise, jetzt haben wir den 18. und sind in St. Pölten. Nämlich, was ist der Netzpolitische Abend? Es ist ein relativ loses Netzwerk an Engagierten rund um dieses Thema in verschiedensten Schwerpunkten. Und normalerweise ist der Netzpolitische Abend eine Veranstaltung, die seit jetzt knapp 2 Jahren jeden Dezember, jeden ersten Donnerstag im Monat stattfindet und im Dezember vor 2 Jahren begonnen hat. Genau, und aus diesem Netzwerk heraus kommen dann immer gewisse Vorträge. Ja, bedanke mich da beim MetaLab, dass wir dann normalerweise sehr viel im MetaLab sein dürfen. Freue mich aber auch, dass es auch so Ausnahmen geben darf. Und vielleicht machen wir das ja wieder mal. Ja. Ja, dann machen wir es kurz, oder? Habe ich das vergessen? Ich glaube nicht. Also alles Wichtige gesagt. Wir dürfen da an der FH St. Pölten sein, das ist ja auch wunderbar. Und ja, wir haben heute 3 vortragende Damen, nämlich Kerstin Blumenstein von der Fachhochschule St. Pölten, Martina Mara vom Ars Electronica Future Lab aus Linz und Maria Grandl von der TU Graz. Die Themen werden Sie euch dann selbst sagen. Ich finde es recht schön, dass wir erst einmal wieder mal 3 Damen haben, das haben wir auch öfter. Aber was ich noch besser finde eigentlich, ist, dass eine aus Graz, eine aus St. Pölten und eine aus Linz kommt und wir keine Wienerin hier. Also wir dezentralisieren jetzt mal ein bisschen. Und ja, genau. Und so übergebe ich jetzt einfach an die Kerstin.
Das Programm läuft so ab, wir machen die 3 Vortragenden, nach jeder Vortragenden dürfen gerne Publikumsfragen gestellt werden, so ungefähr 3, aber schauen wir, was kommt. Und danach reiche ich noch gerne das Mikrofon weiter für ein Open Mic. Wer eine Ankündigung zu machen hat, gerne. Ja. Man darf einfach kurz in die Hand heben und sagen, ich habe es anzukündigen, dann und dann findet etwas statt oder ich lade ein für etwas anderes oder wie auch immer. Das ist Open Mic, jeder kann sich melden. Genau, und dann werden wir schauen, wie wir das ausklingen lassen. Also freue mich sehr, dass ihr wieder alle noch da seid und übergebe an die Kerstin, die passt. Viel Spaß. Danke, danke. Ich schaue mal, was ich zur späten Stunde noch so zustande bringe. Ich darf Ihnen, das ist eigentlich wurscht, dann sage ich lieber euch, ein bisschen was zu Multi-Device Ecologies im Museum. Museen zeigen. Wir haben hier an der FH seit Januar 2017 ein Forschungsprojekt, das nennt sich MeetUX. Multi-Device Ecologies towards Elaborated User Experience. Ich habe es auswendig gelernt, weil der Antragstitel ist dann doch etwas sehr sperrig. Es geht im Endeffekt darum, dass ich das eigene Gerät, das ist mein eigenes mobiles Gerät, mit ins Museum bringe und in die dort schon teilweise existierende Device-Ökosystem, technische Infrastruktur des Museums halt integrieren kann. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum das eigene Smartphone integrieren. Da habe ich ein tolles Bild gefunden. Was wir hier sehen, ist die Papstwahl 2005 und 2013. Sehr schön plakativ. 2005 sieht man so ein paar vereinzelte kleine Smartphones, also nicht Smartphones, Entschuldigung, also kleine mobile Geräte. Feature-Phones haben sie damals geheißen, genau, danke. Wobei mittlerweile geht der Trend ja schon doch wieder in die Richtung, wenn man auf die Smartwatches geht, von der Größe des Displays. Und 2013, die Geräte werden größer, eigentlich pauschal betrachtet hat da fast jeder das Smartphone mit dabei. Und ich glaube, selbst wenn ich hier im Raum jetzt fragen würde, habt ihr euer Smartphone in der Tasche, wird wahrscheinlich der Großteil sagen, ja, habe ich. Das heißt, wir haben das Smartphone immer mit dabei. Und dann ist natürlich für uns aus der digitalen Welt, ich komme aus dem Bereich Medientechnologie, aus dem Institut für Creative Media Technologies hier an der Fachhochschule, ist natürlich naheliegend, dass wir sagen, warum soll man dann nicht das Smartphone auch mitnutzen im Museumsbesuch, klarerweise sinnvoll nutzen, nicht überall nutzen, dass es halt immer sein muss. Dass man es da halt sinnvoll integrieren und vielleicht auch was Persönliches wieder mitnehmen kann auf seinem Gerät. Wie so oft bei Anfängen von Projekten steht die Research und ich habe gesagt, wir haben jetzt mit Anfang dieses Jahres angefangen, wir haben jetzt gerade diese Research-Phase mehr oder weniger so abgeschlossen und in der Phase, das was ich jetzt mitgebracht habe, ist im Endeffekt eine Research über was wird derzeit an Technologiesachen in Museen eingesetzt. Es ist bitte kein Anspruch auf Vollständigkeit und es sind auch nicht alle Museen hier zu sehen, die wir uns angeschaut haben. Wir haben jetzt insgesamt derzeit Stand 39 Museen und Applikationen uns angeschaut, die in Museumskontexten genutzt werden. Davon haben wir 14 tatsächlich besucht. Und unser Fokus lag dabei auf tatsächlich interaktive Installationen, die in Museen genutzt werden. Größtenteils sind es nationale, klarerweise, weil europaweit ist das Forschungsprojekt dann doch leider nicht. Und ich habe gesagt, schon keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben diese ganzen Museumsinstallationen, nicht Museen, anhand von verschiedenen Kriterien evaluiert, einsortiert. Da ging es einerseits um die eingesetzten Konzepte, also was wird mit den Technologien gemacht, und andererseits um die Technologie, die verwendet wird. Und drittens haben wir uns dann noch die Zielgruppe angeschaut. Das war leider nicht so einfach für uns rauszufinden, rauszukristallisieren. Man sieht hier ein paar meiner Lieblingsmuseen, das in der Mitte drin ist Oulu und Rovaniemi. Ich war im April in Finnland, habe ich dann gleich genutzt, um auch ein paar Museen mir anzuschauen. Deshalb sind die dann die drinnen. Das Interessante war zum Beispiel in Oulu, dass sie tatsächlich wirklich viel mit Sachen gearbeitet haben und auch mit dem Barcode, den man am Eingang bekommen hat und dann halt durchgehen konnte. Das war schon recht spannend. Das ist ja unsere Ergebnismatrix, wo wir im Prinzip einen kompletten Überblick haben über alle Museen und über alle Kategorien, die wir verwendet haben. Gibt es auch online auf unserer Webseite, die blende ich dann nachher noch ein. Das heißt, man kann ein bisschen interaktiv auf Zugriff nehmen. Diese hinterlegten Grauen, das sind die Museen, die wir tatsächlich selbst auch besucht haben.
Man sieht hier recht schön im Überblick, auch wenn man es nicht im Detail lesen kann, ich habe die einzelnen dann nochmal kurz auf, aber der kleine Überblick. Unser Fokus lag ganz klar auf dem eigenen Gerät, das heißt, wir haben schon versucht, Installationen, Museen zu finden, die das eigene Gerät nutzen. Deshalb 21 von den 39 tatsächlich auch das Bring Your Own Device mit drin als Tag. Und natürlich auch klarerweise dann im Gegenzug dazu Tablets und Smartphones ganz vorne. Sage ich jetzt was Falsches? Nein, das ist richtig sehen. Tablets und Smartphones ganz vorne. Das ist natürlich, es ist bitte kein Ergebnis, wo ich sage, es werden halt nur Tablets und Smartphones genutzt, weil einfach wir auch in die Richtung ganz klar gesucht haben. Um ein Gefühl und ein bisschen mehr in die Insights zu bekommen, habe ich ein paar Beispiele auch mitgebracht. Wenn wir uns die Konzepte anschauen, die verwendet werden, wir haben es so sortiert, dass wir gesagt haben, okay, Bring Your Own Device, das ist für uns relevant, interessiert uns. Dann haben wir geschaut, wo werden Navigationskonzepte genutzt, wo kann ich also mich von einem Punkt zum anderen, von einem Objekt zum anderen routen lassen. Die Location wird innerhalb der Applikation, innerhalb der Museumsinstallation die Position des Users herausgefunden. Personalisierte Sachen, kann ich also irgendwas mitnehmen, kann ich mir zum Beispiel irgendwie, das Beispiel ist dann einen Blumenstrauß zusammenstellen, das kann ich mir irgendwas für mich anpassen und das halt dann mitnehmen. Kollaboration, kann ich mit anderen Leuten interagieren. Accessibility ist für uns im Projekt auch ein wichtiger Punkt. Ist es nutzbar, zum Beispiel auch für Sehbehinderte, wurde da aufgepasst. Augmented Reality und Virtual Reality hört man mittlerweile sehr häufig, dass das alle wollen. Wird also auch schon ein bisschen genutzt. Storytelling ist, wenn irgendwie so ein Charakter sich durchzieht und eine Story irgendwo mit benutzt wird, gibt es auch schon einzelne Beispiele. Social Activities klarerweise sharen, ja, Facebook sharen, Twitter integrieren. Und Games werden Games genutzt, das ist auch sehr häufig, dass irgendwelche Gamification-Aspekte drin sind oder Hauptspiele mit integriert werden. Dass man sich das ein bisschen bildlicher vorstellen kann. Hier eigentlich fast das einzige wirklich klassische Beispiel in Richtung Accessibility, was wir gefunden haben, in der Albrechtsburg, meistens von den Kollegen von Fluxguide, Foto. Es ist eine Applikation, also eine Handy-Applikation, wo tatsächlich wirklich für Taube die Zeichensprache, die Videos mit Zeichensprache abgespielt werden können und abgespielt werden. Die nächste Fluxguide-Installation, die sehr häufig vertreten sind bei uns, das Deutsche Technikmuseum, ist ein schönes Beispiel für Game. Da wurde auch Wert gelegt auf also es sind Quizzes, wo auch zum Beispiel Schulklassen durchs Museum durchgeführt werden und dann Quizzes beantworten können. Wobei halt für uns sehr viele Tags zugetroffen sind, aber für uns ist ein wirklich schönes Beispiel für Game. Die Augmented Reality ist bei den sprechenden Kelten, das ist ein Museum in Hallein. Ein tolles Beispiel, wo halt mit Markern im Museum, das erste Marker ist außerhalb vor dem Museum, den man halt mit dem eigenen Git trackt und dann kommt der sprechende Kelte, der halt durch die ganze Story so begleitet und erzählt halt zur Geschichte was. Und das letzte Beispiel hier ist Personalisierung, wo man sich zum Beispiel so ein Blumenbouquet im KHM-Museum in Wien zusammenstellen kann. Also man sieht eigentlich in dem Bereich, es wird wirklich schon sehr viel gemacht. Und das hier sind jetzt alles Beispiele auch, wo das eigene Gerät, wo die Applikation am eigenen Gerät im Mittelpunkt steht. Bei den Techniken, die für uns auch ziemlich interessant waren zu schauen, ja, was für Devices werden verwendet, was für schon außerhalb auch Smartphones und Tablets, weil die stechen hier ganz klar hervor. Die Smartwatch, es gibt ein einziges Beispiel, das war aber auch ein Prototyp, muss man sagen, der ist nicht dauerhaft im Museum zu sehen, aber ich fand das Beispiel so toll und war selbst auch da, deswegen, weil ich selbst jetzt Smartwatch-Nutzer bin und überlege, wie kann man das sinnvoll einsetzen. Dieses mit reingerutscht in die ganze Auswertung. Es werden relativ viele Touch-Displays in Museen schon eingesetzt, mit denen der User interagieren kann. Touch-Tables durchaus immer wieder mit den 7. Vertical Displays sind halt so Beamer oder auch große Displays, die einfach von der Ferne nur anzusehen sind, mit denen ich nicht interagieren kann, die auch sehr häufig verwendet werden. Horizontal, das sind horizontal, vertikal, okay. Horizontal werden Displays, die halt wie Touch-Tables sind, nur nicht touchbar sind. VR-Glasses gibt es
ein paar genutzt werden. Und Kinect ist auch schon durchaus immer häufiger auch zu sehen in Museen oder zu benutzen in Museen. Andere könnten zum Beispiel Drucker, Scanner, die haben wir gefunden, solche Sachen sein, die halt unter andere dann fallen, die wir nicht separat mit aufgeführt haben. Bildlich gesprochen, mein Lieblingswerk die Smartwatch im Markantwerk, wo ich halt allein mit der Smartwatch durchgehen konnte und bestimmte Stationen hatte, wo ich dann die Informationen auf die Smartwatch getriggert werden konnte. Ob das jetzt wirklich aus meiner Sicht die Zielstellung ist, dass ich alles auf der Smartwatch habe, weil das Display ja nur noch kleiner ist, das stelle ich mal in Frage, aber die Smartwatch als Trigger, als Informationspunkt, dass ich sage, da gibt es was Neues, ohne dass ich jetzt irgendwie das Handy ständig vor mir hintragen muss, das ist, glaube ich, schon interessant vielleicht der Ansatz. Die Space Guard Academy haben wir nicht besucht, aber das ist ein schönes Beispiel aus Amerika, wo auch mit Storytelling schön durch die Ausstellung gearbeitet wird. Hier wird viel mit Touch-Displays, Horizontal Displays, Touch-Tables, Vertical Displays gearbeitet. Das eigene Gerät oder überhaupt das Smartphone selbst, Tablet, wird allerdings nicht integriert. In Amerika an sich sind sehr viele interessante Sachen da, leider Gottes ist der Weg über den Teich zu machen. Ein Beispiel aus Oulu, wo unten dieser Tisch, kann im Prinzip Brücken über den Fluss bauen. Und das sieht man auch den einen Marker hier. Sieht man beim Auszeiger, ja. Und dann die Marker kann man halt über den Tisch verteilen, über den Fluss verteilen und oben im Display oben sieht man dann im Prinzip die Brücken, wie die ausschauen. Recht nette Spielerei. Aber in dieser Ausstellung wurde halt auch ziemlich viel, das war ein Science Center, wurden viele Techniken genutzt, aber auch das eigene Smartphone blieb außen vor. Und ein Beispiel für eine reine Tablet-Applikation ist zum Beispiel Mumak, wo ich das Tablet ausleihen kann und dann durch das Museum gehe und dann an den Ausstellungsstücken halt Informationen zu bekommen. Ja, so viel zu dem, was es schon gibt. Und jetzt ein bisschen noch in die Richtung, ich bin über der Zeit sehe ich, ein bisschen noch in die Richtung, was wollen wir eigentlich machen? Wir stehen momentan in der Zeit, momentan an dem Punkt, dass wir sagen, wir wissen, was wir für ein technisches Grundsetting haben wollen und bauen gerade das technische Setting und implementieren die Applikationen für die Handys, die wir brauchen, die Schnittstellen für den Gesamtserver und auch die Interaktion zwischen eigenem Gerät, dem Smartphone, dem Tablet und den anderen Geräten. Und wie das zum Beispiel aussehen könnte, im Mittelpunkt klarerweise unser Smartphone. Beim Eingang wird das Gerät registriert und dann gehe ich halt mit meinem Smartphone durchs Museum und dann komme ich an einem Ausstellungsstück vorbei, im Dino. Ich habe gerade eben gehört, dass man Dinos in Folien sehr stark wiedererinnert. Schauen wir mal. Ich komme an dem Ausstellungsstück vorbei und mein Handy sagt mir, okay, da gibt es was und ich könnte zum Beispiel jetzt am Handy den Dino in Augmented Reality zum Leben erwecken und dort halt nicht nur Augmented Reality, aber zusätzliche Informationen mir anschauen. Sachen, die ich halt so im Museum selbst nicht unbedingt jetzt machen könnte. Weitergegangen im Museum komme ich dann an einem Touchstable vorbei, kann mit denen interagieren, da könnte ich zum Beispiel Spiele machen, Kollaborationen mit anderen, um da ein bisschen mehr Interaktion mit reinzubringen, mehr Wissen zu vermitteln, auf spielerische Art und Weise. Und als letztes ist es die dritte Komponente, die für uns im Mindestsetting drin ist, was wir definiert haben für uns, Infowalls, Beamer, wo ich halt auf einer großen Fläche nicht direkt mit interagieren kann, aber zusammen mit dem Smartphone eventuell zum Beispiel auch einen Rückkanal zu Visualisierungen geben kann, Datenvisualisierungen, die ich halt einbringe. Jo, das ist so unsere Grundidee. Was für uns noch komplett offen ist, sind im Prinzip die Inhalte. Das haben wir noch nicht definiert, wir haben Ideen dazu. Aber wir sind immer noch am Anfang des Projektes und sind dementsprechend auch noch auf der Suche nach interessanten Kooperationspartnern und haben ein Advisory Board, wo wir uns zweimal im Jahr treffen. Das nächste Meeting ist jetzt im Oktober. Sollte hier im Raum jemand Interesse haben, gerne mit dazukommen und bei uns melden, bei mir melden, mit mir dann sprechen. Und ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ja, danke Kerstin. Ja, wie gesagt, Sie sind am Haus hier an der FH in St. Pölten. Deswegen hat sie auch gleich als erstes quasi eröffnen dürfen.
Wie man auch erkennt, also der Netzpolitische Abend ist ja Teil eines großen Ganzen. Dieses Mal, weil es im Rahmen des Kulturhackathons hier eine Abendveranstaltung ist. Und ja, dann werden wir auch sehen, wie die anderen ganz gut da reinpassen. Jetzt wollte ich noch im Publikum fragen, wer noch Fragen hat, bitte. Gar keine. Okay. Ja, bitte, danke. Habt ihr eigentlich Da, nimm das Mikro, bitte. Habt ihr eigentlich auch so, ganz knapp. Habt ihr eigentlich auch analysiert, wie der Implementierungszeitpunkt von solchen technologischen Varianten und so in einzelnen Institutionen irgendwie auch korreliert quasi mit so Trendzyklen? Weil nämlich im Bibliotheksbereich ist nämlich kommt, aber ich habe den Eindruck, dass sowas sehr stark verschoben implementiert wird. Also da ist der Trend von dem Abflauen, da kommt es erst, das eigentlich steht es überhaupt gesetzt. Das haben wir uns angeschaut, weil uns dafür auch die Daten fehlen und vom Grunde her ein Projekt auch nicht wirklich für uns Relevanz hat. Also im Projekt ist im Prinzip schon klar vordefiniert durch einen Antrag, dass wir sowas machen. Von dem her stellen wir es nicht in Frage. Klarerweise. Wobei natürlich zu merken ist, wenn man sich die Auswertungen anschaut, dass halt schon mal schauen, ein bisschen hinterherhinkt. Aber das ist, glaube ich, im normalen, alltäglichen Bereich immer der Fall. Dass man irgendwo, bevor es dann tatsächlich bei dem echten Endnutzer ankommt, dass halt eine Zeit extrem vergeht. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Smartwatches reden im Allgemeinen, das gibt es schon seit Jahren und so langsam geht es los, aber ich würde immer noch nicht sagen, dass es beim tatsächlichen Endnutzer angekommen ist, sondern dass die Nutzer, die das jetzt nutzen, auch immer noch vermutlich Early Adopter sind. Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass das vollkommen genauso ist, dass es halt Zeit lang braucht. Und ehe wir fertig sind, vergehen auch 3 Jahre. Und auch dann wird es immer noch vermutlich nicht so weit sein, dass das irgendwo alltäglich ist. Und ich glaube auch nicht, dass das für jedes Museum tatsächlich sinnvoll ist, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man schaut, passt es da rein und wie passt es wirklich sinnvoll rein. Inhalte zu verdoppeln ist zum Beispiel nicht sinnvoll, sondern es muss wirklich einen Nutzen und einen Mehrwert haben, um das zu implementieren und zu integrieren in die Ausstellung. Koppelt ihr eure Arbeit auch dann an Vermittlungskonzepte oder entwickelt ihr Vermittlungskonzepte auch für die Technologien, die ihr dann da vorschlagt? Das ist nie unsere Kompetenz, ganz klar. Da hoffen wir auf, im Prinzip, wir haben, um die Zeitleiste so ein bisschen greifbar zu machen, wir haben jetzt im ersten Jahr im Prinzip das Grundkonzept und die Grundideen geplant, im zweiten Jahr ist eine Implementierungsphase geplant, die dann getestet wird hier im sicheren Umfeld der FH als Installation, und im dritten Jahr ist eine Implementation im Museum, also im echten Leben dann draußen geplant, wobei noch nicht feststeht, welches Museum es sein wird. Wir sind angewiesen auf dann die Wissensvermittler im Museum, weil die Kompetenzen haben wir nicht im Team, sodass wir da definitiv auf Externe angewiesen sind, klar. Das ist nicht unsere Kompetenz, sollten wir nicht sagen, dass das unsere Kompetenz ist. Noch eine Frage? Okay. Dann herzlichen Dank, Kerstin. Ja, machen wir einen Wechsel. Genau, nein. Ja. Ja, ein zweiter Impuls kommt eben von Martina Mahler vom Ars Electronica Future Lab aus Linz. Geht schon los? Bitte. Okay. Ja, vielleicht darf ich mich noch kurz vorstellen. Also ich bin, was ich so mache grundsätzlich, um das mal einzuführen, kurz in den 10 Minuten. Also ich bin grundsätzlich Medienpsychologin, ich leite am Ars Electronica Future Lab in Linz den Forschungsbereich der Roboterpsychologie. Den habe ich dort aufgebaut in den letzten Jahren.
Das bedeutet nicht, dass jetzt total verzweifelte Humanoide bei mir irgendwie auf einem roten Therapiesofa liegen, sondern dass ich die Robotik aus der psychologischen Perspektive betrachte. Das heißt, ich stelle mir die Frage, wie wir Roboter gestalten können, in unterschiedlichen Einsatzgebieten, sodass wir mit diesen Maschinen in Zukunft, wir Menschen, möglichst gut zurechtkommen, dass das Ganze angenehm für uns ist. Daneben bin ich auch noch die Digitalkolumnistin der Oberösterreichischen Nachrichten, jeden Samstag, vielleicht mag man mal reinschauen. Jetzt ist es ja grundsätzlich schwierig, also irgendwie ein Privileg und eine Bürde gleichzeitig, wenn man irgendwie 10, 15 Minuten Zeit hat, um was immer man auch möchte zu sagen. Ich habe mir gedacht, dann sage ich irgendwie was Grundsätzliches, manchmal muss man grundsätzliche Dinge sagen, irgendwie ein paar so grundsätzliche Aspekte meiner Arbeit, die sich aus den letzten Jahren für mich ergeben haben und die so ein bisschen auch Leitgedanken von meiner Forschungs- und Entwicklungsarbeit sind. Was mir auffällt in den letzten Jahren, ich spreche ja oft vor ganz unterschiedlichen Publikumsgruppen zum Thema Robotik und künstliche Intelligenz und Mensch-Roboter-Beziehungen. Und wir alle kennen ja die Buzzwords, die ständig durch die Medien geistern, wie Industrie 4.0, soziale Robotik, Sexroboter, Pflegeroboter, Paketdrohnen und so weiter. Ja. Also, wann immer ich mit Leuten über das Thema diskutiere, egal ob das Industrielle sind oder Schülerinnen und Schüler, dauert es eigentlich bei den Question-and-Answer-Sessions am Schluss nur irgendwie 2, 3 Fragen, bis wir immer bei den gleichen Themen sind. Dann kommt immer so Terminator-Gedanke ins Spiel und ganz große Ängste und ganz große Skepsis kommt auf, was dieses Roboterzeitalter betrifft, auf das wir da scheinbar zusteuern. Und immer wird mir dann die Frage gestellt, ja, wie können wir uns denn vorbereiten auf diese Roboter, die da kommen? Was müssen wir denn tun, was müssen wir lernen, was müssen unsere Kinder lernen, welche Kompetenzen können wir uns aneignen, damit wir überhaupt mit diesen Maschinen, die auf uns zukommen, mithalten können. Und das finde ich so den falschen Ansatz. Also ich finde das völlig absurd. Ich verstehe es, ja, dass Leute diese Frage stellen, weil es oft so vermittelt wird, aber ich finde es völlig absurd, die Frage so zu stellen, weil natürlich die Frage heißen muss, wie können wir die Robotik so gestalten, damit nicht wir Menschen uns ständig irgendwie anpassen und verändern müssen. Ja. Oft erscheint so, als wären die Roboter irgendwie was von so einem fernen Planeten, von irgendwelchen Aliens zu uns auf die Erde geworfen wird und wir können uns irgendwie nicht dagegen wehren, aber natürlich sind Roboter und ist künstliche Intelligenz und diese technologischen Entwicklungen, die damit einhergehen, natürlich was ja menschgemacht ist und wo man einfach schauen muss, dass man momentan jetzt schon möglichst gut mitgestaltet, sodass das Ganze für uns akzeptabel wird. Also es ist nicht so, dass der Bänder von den Aliens auf die Erde geschmissen wird. Und ich finde es extrem wichtig, dass unterschiedlichste Disziplinen jetzt im Moment wirklich daran mitarbeiten, dass wir eine automatisierte Zukunft schaffen, in der wir Menschen uns möglichst alle im Mittel wohler und besser fühlen und gut mit diesen Entwicklungen zurechtkommen. Ich bin deswegen auch im neuen Rat für Robotik der Bundesregierung als eine von 8 Expertinnen und Experten und hoffe, dass wir da ein bisschen was weiterbringen. Und möchte jetzt einfach mal aus meiner Forschungsperspektive so 3 Faktorenfelder in aller Kürze ins Rennen schicken, mit denen ich mich sehr häufig auseinandersetze und die jetzt aus psychologischer Perspektive, weniger jetzt aus politischer oder ökonomischer, ja, für die Gestaltung der Robotik in Zukunft sehr wichtig sind. Der erste Punkt ist, Maschinen sollen als Maschinen für uns Menschen erkennbar bleiben. Ich habe vorhin im Zug nur einen Screenshot aus Shutterstock rausgezogen und wenn man dort Robotik oder ich glaube es war Robot oder Artificial Intelligence, weiß jetzt nicht mehr, eingibt, auch bei Google Images, dann kriegt man immer solche Bilder geliefert. Ja? Jede zweite gottverdammte mediale Geschichte über Roboter oder künstliche Intelligenz wird bebildert mit dem künstlichen Menschen, meistens in so einem Cyberblau. Ja. Also das ist das Bild, das das breite Publikum zu Robotik hat. Und da kann es in der Geschichte sogar um Industrieroboter gehen oder um autonomes Fahren. Ja. Immer wieder sehen wir diese Bilder. Und
das ist psychologisch dermaßen kontraproduktiv. Ja? Also wenn es uns jetzt um die Akzeptanzforschung mal geht, dann ist das völlig kontraproduktiv, weil genau dieses Bild, das da vermittelt wird, ja, der künstliche, also diese Maschine, die uns Menschen in unserer gesamten Komplexität als gesamte Wesen nachbilden, das ist was, wovor wir große Ängste haben, wovor es uns in der Regel sogar gruselt. Ja? Das ist auch was, und das muss ich jetzt nur dazu sagen, was sicher nicht die Breite der Robotik widerspiegelt. Also ich würde mal sagen 95, na mehr, 99, noch mehr wahrscheinlich Prozent der Robotik ist nicht humanoid, ja, sondern hat ganz andere Erscheinungsformen. Trotzdem gibt es natürlich in Nischenbereichen auch sowas. Ja? Also ich habe in den letzten 5-6 Jahren häufig mit Hiroshi Ishiguro zusammengearbeitet, ein Robotiker aus Osaka in Japan, der zum Beispiel wirklich die Vision vertritt, dass er Roboter entwickeln möchte, die jetzt dann in, sagt er, so 10 Jahren möglicherweise mit uns durch die Straßen gehen und die nicht mehr als Roboter erkennbar sein sollen. Und er hat damit begonnen, dass er real existente Roboter als Menschen nachbaut, also er hat mit sich selbst begonnen, er selbst ist der in der Mitte links und hat sozusagen seinen robotischen Zwilling zuerst gebaut, manche von euch kennen die Geminoids ja vielleicht eh, und hat dann begonnen, das auch noch mit weiteren Menschen zu machen und das sind Roboter, die wirklich mit Silikonhaut und feinsten Härchen überzogen sind und sogar, wenn sie im Standby-Modus sind, immer so ganz leichte Bewegungen ausführen, weil auch wir Menschen ja nie ganz starr sind, ja, wenn wir zum Beispiel auf dem Sessel sitzen. Also geht es wirklich um diesen hochgradigen Realismus. Das ist so ein Mimiktest von einem der letzten sogenannten Geminoids, also Zwillingsroboter, wo man sieht, wie der ein paar so Basisemotionen von uns Menschen nacheinander abspult in so einem Testsetting. Genau. Also auch sowas gibt es und auch solche Roboter kommen teilweise schon zum Einsatz, zum Beispiel an Hotelrezeptionen oder als Infovermittler in Shopping Malls in Japan. Jetzt ist es so, und ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht kennt ihr diese Art von Roboter ja ohnehin, dass die typische Reaktion auf diese Art von Roboter, also auf androide Roboter, auf hochgradig realistisch menschliche Roboter ungefähr so ausschaut. Das ist jetzt ein Screenshot von YouTube-Kommentaren. Auch zu einem Roboter von Hiroshi Ishiguro, den ich grundsätzlich sehr schätze als Provokateur, aber wir sind ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Und man sieht schon, in welche Richtung diese User-Kommentare gehen, recht explizit bis zu Kill it with fire. Und da gibt es psychologisch ganz interessantes Phänomen dazu, dass sich mit der Unheimlichkeit, ja, mit diesem Gruseleffekt von hochgradig menschenähnlichen Maschinen beschäftigt, das sogenannte Uncanny Valley-Phänomen, zu dem ich auch viel geforscht habe in der Vergangenheit. Und das möchte ich jetzt nur ganz kurz erklären, weil ich es ganz interessant finde, weil es ein gutes Gegenargument eigentlich auch aus der mittlerweile auch empirischen Forschung liefert, warum man nicht unbedingt solche Roboter irgendwie in unseren Alltag integrieren wollen sollte. Um diese Grafik da zum Uncanny Valley-Phänomen kurz zu erklären, Uncanny Valley heißt übrigens unheimliches Tal. Wir haben auf der X-Achse da steigende Menschenähnlichkeit und auf der Y-Achse könnte man sagen, die Reaktion seitens eines Publikums von ganz negativ bis ganz positiv oben. Und ganz simpel gesagt wäre es so, also ein Roboter mit sehr wenig Menschenähnlichkeit, zum Beispiel so ein Schwenkarmroboter von KUKA, der ist wenig menschenähnlich und auch wenig sympathisch. Ein humanoider Roboter, der schon ein bisschen menschenähnlich ist, ja, der aber klar als Maschine erkennbar ist, der ist auf so einem Akzeptanz- und Sympathie-Hochplateau. Ja, also solche Arten von Robotern werden meistens als sehr niedlich, als freundlich wahrgenommen. Und wenn es dann noch um einiges menschenähnlicher wird, ungefähr so, und das entspricht sehr gut dem Bild aus den Bilddatenbanken, ja, also so wie uns Shutterstock weismachen möchte, dass Roboter aussehen, wird es plötzlich sehr gruselig und die Akzeptanz fällt ab. Ja, und diese Arten von Robotern werden als sehr furchterregend wahrgenommen. Und dazu habe ich selber auch ein paar Studien gemacht und dieser Effekt zeigt sich ungefähr so mittlerweile auch empirisch ganz gut. Jetzt
stammt die Beschreibung dieses Phänomens von Masahiro Mori, das ist ein japanischer Robotiker aus 1970, der damals schon gesagt hat, ja grundsätzlich könnten wir jetzt probieren, diese Roboter noch realistischer, menschlich zu machen, sodass sie aus diesem unheimlichen Tal rechts wieder rauskommen, hat aber auch damals schon davon abgeraten, ja, weil das natürlich was ist, was wir Menschen eigentlich gar nicht wollen. Ja? Also wirklich dieses Szenario zu schaffen, dass wir uns mit Maschinen durch den Alltag bewegen und wir wissen einfach nicht mehr, ist es Maschine, ist es Mensch oder ist es irgendein Hybridwesen, was ist von diesen Maschinen zu erwarten. Das ist psychologisch ein sehr wichtiger Aspekt, ja, wenn wir keine Erwartungshaltung zu unserem Gegenüber aufbauen können, dann haben wir oft Probleme damit. Ist grundsätzlich schwierig und wie gesagt, er hat damals schon abgeraten. Ich sehe dieses Problem des Uncanny Valleys momentan weniger stark in dieser haptischen Robotik, mehr momentan im Bereich der Chatbots. Also da sehe ich momentan ganz viele Entwicklungen. Bin immer mal wieder auch bei Konferenzen, wo es um Chatbots im Telemarketing und in der Kundenbetreuung geht und so weiter. Und da wird oft also eigentlich darauf hingearbeitet, ja, dass man Bots schafft, die eben nicht mehr als Maschinen erkennbar sind, also auch konkret im Kundengespräch beispielsweise. Und ja, ich denke, dass das ein Zustand ist, der nicht erstrebenswert ist. Also ich bin da absolute Verfechterin auch von Transparenz, ja, also beim Einsatz, auch ökonomischen Einsatz, beispielsweise im Telemarketing von Bots, finde ich, haben wir Menschen das Recht zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. Deswegen, um meinen ersten Punkt abzurunden, ist es auch psychologisch, das zeigt eben die Forschung unter anderem zum Uncanny Valley, empfehlenswert, Maschinen so zu gestalten, dass wir sie klar als Maschinen kategorisieren können. Also dass für uns Menschen am ersten Blick klar ist, okay, Maschine, Roboter, ich kenne mich aus. Ja? Rein mal zur visuellen Gestaltung. Ein zweiter Punkt, den ich gern kurz einbringen würde, ist, Maschinen sollen sich uns gegenüber erklären. Was meine ich damit? Da geht es mehr um die Kommunikation zwischen Mensch und Roboter. Es gibt erste Studien und wir am Elektronika Future Lab arbeiten jetzt auch ein bisschen in die Richtung, die ganz klar zeigen, wie wichtig es ist, dass wir Menschen in der Lage sind zu antizipieren, was ein Roboter als nächstes vorhat beispielsweise. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß, ich gehe jetzt ziemlich schnell von einem Bereich in den anderen, aber wenn wir jetzt mal so an Mensch-Maschine-Kollaboration am Arbeitsplatz denken. Bitte? Okay, also gut. Ich habe ja die Info gekriegt bis zu 15 Minuten, ja gut, mache ich es ganz kurz. Ja. Wenn wir an Mensch-Maschine-Kollaboration am Arbeitsplatz denken, zeigen mittlerweile schon erste Studien, dass sich Menschen wohler fühlen, dass sie sich sicherer fühlen, dass aber auch die Teamarbeit zwischen Mensch und Maschine effizienter ist, also schneller, da hat man sogar einen ökonomischen Aspekt dann drinnen, wenn Menschen gut vorhersehen können, was die Maschine als nächstes tut. Das heißt, in der Robotergestaltung wird es ganz wichtig sein, dass uns intelligente Maschinen sagen, was sie gerade wahrnehmen in ihrer Umwelt, was sie generell können, beispielsweise ganz simple Sachen, welchen Zweck sie verfolgen, worauf ihre Entscheidungen beruhen und was sie als nächstes vorhaben. Das ist einfach ein kurzes Bild, also ja. Vielleicht gibt es eine Frage dazu, wo wir auch so Tests machen in Interaktion mit Drohnen und einfach mal so proaktive Lichtsignale austesten, also in quasi zukünftigen Verkehrsszenarien, wo wir vielleicht Flugbahnen auch von Drohnen in der Stadt kreuzen müssen. Ist es auch sehr wichtig, das hat sich gezeigt, dass wir wissen, dass die Drohne beispielsweise für uns bremsen wird. So. Und der dritte Aspekt betrifft mehr die Tätigkeitsfelder von Robotern. Und da ist mein wichtiger Punkt, dass Maschinen Menschliches nicht ersetzen sollen, sondern ergänzen sollen. Ja, also ich glaube, wir müssen wirklich wegkommen von so einer Substitutionslogik, wo teilweise, man liest das ja immer wieder, ja, also eben wie schon gesagt, auch visuell, dass wir Menschen in unserem Gesamten ersetzt werden sollen, was ohnehin kaum möglich ist. Ja. Und wovor Menschen eben eine große Angst haben, sondern mehr zu einem komplementären Ansatz gehen, wo wir Maschinen dort einsetzen, wo sie wirklich gut sind, Besseres leisten können als wir Menschen, ja, und uns vielleicht auf Dauer sogar mehr Zeit geben,
und mehr Ressourcen geben, damit wir Menschen uns mit Dingen beschäftigen können, mit denen wir uns gern beschäftigen. Da habe ich nur eine Grafik mitgenommen, die ich ganz interessant finde, von einer EU-Befragung, bereits aus 2012, aber immer noch recht relevant. Wenn man Leute fragt, wo sollen Roboter prioritär zum Einsatz kommen, ja, dann ist es so möglichst weit weg, also am besten im Weltraum. Und je näher es quasi zu uns Menschen, zu unseren Kernkompetenzen auch geht, ja, je näher es zu empathischer Kommunikation, was ausverhandeln, also uns beraten, für Kinder und Ältere da sein, diese Dinge, desto weniger Akzeptanz gibt es da auch. Deswegen, ja, um das jetzt nur kurz abzurunden, ich habe keine Zeit mehr, hin zu so einem komplementären Ansatz, und ich glaube, dann wird auch könnte man auch die Akzeptanz von Robotik und künstlicher Intelligenz steigern in der allgemeinen Bevölkerung, wenn man das mehr komplementär erzählt, wenn man sagt, okay, wo Maschinen wirklich Tolles leisten können und weniger diese Bilder zeigen vom Roboter, der zum Beispiel als Pflegeroboter dann irgendwie die Hand der Oma am Krankenbett tätschelt. Ja. Deswegen ist Vorbereitung aufs Roboterzeitalter, so wie mir die Frage oft gestellt wird, die falsche Frage. Ich glaube, wir müssen alle zusammenarbeiten, um das Roboterzeitalter so vorzubereiten, damit wir Menschen uns drinnen wohlfühlen und gut mit diesen Maschinen umgehen können. Ich bin innerhalb der 15 Minuten geblieben. Ja, super, Martina, es war auch sehr spannend. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wow, du kannst jetzt noch eine halbe Stunde reden, was wirklich super ist und sehr mitreißend. Und vielleicht finden wir da noch eine andere Gelegenheit, weil der netzpolitische Abend ist halt einfach so ein knappes Format. Aber super, herzlichen Dank. Ja, ja, was gibt es denn nochmal für Fragen von euch? Ja. Ich glaube, Cory Doctorow war es, der mal gesagt hat, ein Roboter ist ja nichts anderes als ein mobiler Computer. Wenn es geht, die Frage, wie soll ich mich aufs Roboterzeitalter vorbereiten, ist ja dann eigentlich eine überholte Frage, weil es eigentlich ist, wie soll ich mich aufs Computerzeitalter vorbereiten, und das ist irgendwie schon 40 Jahre zu spät. Also genauso wie du gesagt hast, ein Roboter oder eine Maschine soll sich immer erkenntlich machen. Die Forschung geht in eine andere Richtung. Die Technik will eine Turing-kompatible Maschine haben, die ich nicht mehr von einem Menschen unterscheiden kann. Also, welche Forschung? Ja, in der IT, also so Informatik und Technik. Genau. Also, ja, ich weiß. Die Herausforderung ist ja, die Maschine nicht mehr erkennbar zu machen. Also, ja, das ist eher Wunschdenken, oder? Das ist, deswegen finde ich auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit so wichtig, ja, weil ich kann jetzt nur, also ich arbeite ja ganz viel mit Codern und Entwicklern zusammen und ich verstehe auch total diese Ansätze, ja, aber jetzt rein aus der sozialwissenschaftlichen Forschung wäre das nicht erstrebenswert, ja. Also das sehen wir eher und da deuten die empirischen Ergebnisse eher darauf hin, dass wir uns leichter tun, wenn wir unterscheiden können. Und bei Chat, ich gebe da vollkommen recht, dass natürlich sozusagen man kann Roboter als mobile Computer betrachten, das hat auch der Bill Gates im Scientific American in der Cover Story genauso damals geschrieben. Ja. Ich gehe sehr stark von der öffentlichen Wahrnehmung aus, ja, also sozusagen wie die Wahrnehmung bei den potenziellen Usern ist. Und da ist der Roboter eine eigenständige Entität eigentlich, ja. Es ist ein bisschen was anderes, quasi fast ein soziales Gegenüber. Bitte, ja. Ich war heute bei den Digidays in Wien und da ging es ums Assisted Living, so diese Geschichte. Ja. Und ich habe es auch irgendwo im Hinterkopf, dass in Japan eben schon ganz massiv an Pflegerobotern gearbeitet wird, weil die halt von der Demografie her sagen, das wird sich irgendwann alles nicht mehr ausgehen. Die Studie, also diese Zahlen waren jetzt von der EU quasi das Wunschdenken des Volkes sozusagen, aber nicht die Realität, wie es sein wird. Ne? Also, zum prioritären Einsatz, ja. Wobei ich schon sagen muss, also das mit der Pflegeroboter, ich bin ja häufig in Japan, ja, und ich muss sagen, man sieht natürlich schon immer wieder diese Bilder, ja, vom humanoiden Pflegeroboter, der vielleicht auch noch so ein Schürzchen, ja, hat, also da geht es ja jetzt wieder eigenes Thema, ja, die Stereotype in der Robotergestaltung. Aber ich glaube trotzdem einfach nicht, dass das die Roboter-Zukunft sein wird, auch nicht in der Pflege, ja, dass man hingeht zu einem komplexen robotischen Wesen, das sowohl quasi die empathische Pflege als auch die mechanische Dienstleistung übernimmt. Also die mechanische könnte ich mir durchaus vorstellen, die empathische
Ja, und da deuten eben wiederum, also aus der Sozialwissenschaft deuten alle Studien, die es bis dato gibt, natürlich herrscht noch riesiger Forschungsbedarf bei all diesen Dingen, ja, deuten darauf hin, beispielsweise wenn es um Berührung durch Roboter geht, ja, da sehen wir, dass Patientinnen und Patienten das sehr wohl akzeptieren, wenn es funktional ist, ja, wenn es notwendig ist, wenn zum Beispiel von der Hautoberfläche Daten abgenommen werden. Es gibt so spannende Experimente, ja, wo quasi in einer Vergleichsgruppe dann gesagt worden ist, na, der Roboter berührt dich, weil er empathisch ist, weil er dir Trost spenden möchte. Und das ist nichts, was die Menschen wollen. Ja. Also meine Vision ist wiederum diese komplementäre. Ich glaube, es gibt Riesenpotenzial in der Pflege für Robotik. Kein Mensch, würde ich mir sagen, zu trauen, möchte auf andere Menschen in der eigenen Körperpflege angewiesen sein. Ja? Also intelligente Maschinen zu schaffen, die von mir sympathische Werkzeuge sein können, ja, die mich unterstützen in meiner Autonomie und mir aus dem Bett helfen, oder? Aus dem Bett helfen, beim Waschen helfen, weißt, sowas, was uns wirklich unangenehm ist im Mensch-Mensch-Kontakt. Ja. Kann ich mir super vorstellen. Ich glaube, es gibt super Potenziale für Exoskelette, fürs Pflegepersonal, die ja wahnsinnige Probleme mit Hebebewegungen beispielsweise haben. Ja? Ganz viele mechanische Hilfsarbeiten im Pflegebereich. Und die Vision muss ja sein, dass wir zu einem Szenario kommen, wo die Menschen, die in dem Bereich unterwegs sind, wieder mehr Zeit haben für die Urform der Pflege, also für das Füreinander-Dasein. Und da muss man natürlich schauen, dass man in die Richtung kommt und dass nicht Effizienzgedanken, ja, dann nur mehr das eine überbleiben lassen. Wir hätten im MetaLab so 2-Stunden-Slots für solche Themen. Ich werde eine Mail schreiben. Dankeschön. Ja, super, genau, das wollte ich. Komme auf. Okay, ich glaube, das war. Möchte noch jemand? Ja, bitte. Ja, mich würde interessieren, wie es zu erklären ist, dass die Akzeptanz beim Militär und Sicherheit so hoch ist, weil das ist ja potenziell der gefährlichste Bereich, der sich am ehesten gegen die Menschen wenden kann. Ja, in dieser EU-Befragung. Ich glaube, das resultiert daraus, dass da ja quasi eine breite Öffentlichkeit befragt worden ist und dass innerhalb der EU bei den 27.000 Befragten, glaube ich, trotzdem der Militärbereich einfach einer ist, der relativ weit vom Alltag weg ist. Ja. In der Studie ist diese Frage sehr oberflächlich behandelt worden, das heißt, es hat keine konkreten Bilder beispielsweise gegeben zum Einsatz von Drohnen, beispielsweise im Militärwesen in der Frage. Also ich denke, dass das wirklich daraus resultiert, dass das immer nur was ist, was für das Gros der Menschen weit weg ist und nicht in ihrem Alltag stattfindet, ja? Wenn man Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union 2012 befragt hat. Wenn man da genauer reinschaut in das Thema, gibt es natürlich andere Daten. Ja. Eine gilt noch, Martina? Eine Frage? Ja, von mir schon. Einmal bin ich noch kurz lästig. Du hast jetzt öfter den Begriff künstliche Intelligenz verwendet. Ja. Ich würde jetzt das, was jetzt so als Chatbots und so weiter herumkriegt, ja eher als maximales Expertensysteme bezeichnen. Ja. Wie schaut es aus deiner Sicht aus? Wie weit sind wir jetzt von einer echten künstlichen Intelligenz weg? Ich meine, ja, in 3 Jahren ist sie fertig. Das ist so eine Brennstoffzelle. Ja, also, genau, aber die Singularität verschiebt sie auch. Genau, ja, das ist fürchterlich. Ja, ja, ich stelle die Frage normalerweise immer. Ja, also ich benutze diese Begriffe so, wie es sozusagen aus meiner Testpersonenschar heraus begriffen werden. Ich bin aber selber durchaus skeptisch, das muss ich schon sagen. Ich habe bis dato, also ich stelle die Frage normal immer den Technikerinnen und Technikern, gell? Weil also es ist eine große Definitionssache. Was ist überhaupt Intelligenz? Und die Frage, die mir oft gestellt wird, ist, wann sind die Maschinen intelligenter als die Menschen? Ja, das ist eine Frage, die natürlich vollkommen absurd ist, wenn man nicht vorher abgesteckt hat, wovon man eigentlich spricht. Und jetzt Narrow Intelligence und so weiter ist ganz was anderes als unsere komplexe Kognitionspotenzial. Ja, ich weiß auch nicht. Also mir ist auch jetzt noch kein System begegnet und wir haben bei der Ars Electronica ja gerade beim Festival groß Aufgebot von KI-Entwicklerinnen und Entwicklern auch da gehabt, wo ich jetzt wirklich sagen würde, ja super smart oder da ist jetzt wirklich Intelligenz drinnen. Aber wiederum, so aus meiner psychologischen Sicht und aus der Wahrnehmung der Menschen ist es natürlich schon oft so. Ja, und das ist halt bei mir einfach der Schwerpunkt.
Herzlichen Dank. Danke. Ja, jetzt darf ich Maria bitten. Maria ist aus Graz. Ja, soll ich ganz kurz noch einen Satz? Maria ist PhD-Studentin beim Martin Ebner, richtig? Ja, genau. Im Bereich Open Education and Resource. Und sie wird über informatische Grundbildung reden und finde ich besonders spannend. Mit der 8-jährigen iPad-Spielerin um mich herum. Also du hast Entschuldigung. Danke. Funktioniert bereits, ja. Ja, auch von meiner Seite einen schönen Abend. Mich freut es sehr, dass ich heute beim 18. Netzpolitischen Abend in St. Pölten dabei sein darf, auch in Vertretung von Martin Ebner und auch in den nächsten 2 Tagen dann als Teilnehmerin beim Kulturhackathon. Bin schon sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Habe heuer vor einem Monat meinen ersten Hackathon absolviert und auch gewonnen. Ja, ich möchte meinen kurzen Impulsvortrag mit einem Gedankenspiel beginnen. Eine Schulanfängerin, die vor 2 Wochen, glaube ich, war Schulstart in Niederösterreich, die Volksschule betreten hat, wird im Jahr 2021 in die Sekundarstufe 1 wechseln. Ja. Der Übertritt in die Oberstufe erfolgt dann im Jahr 2025. Sie wird im Jahr 2029 die Reifeprüfung machen, dann an die Türen der Hochschule klopfen, vielleicht an die FH Johanneum und wird dann 2034 ihren Studienabschluss feiern. Ja, wirklich ein sehr idealisiertes Gedankenexperiment. Stellt sich jetzt aber die Frage, ist unser Schulsystem momentan in der Lage, diese Schülerin auf die Arbeits- und Lebenswelt im Jahr 2030 plus vorzubereiten, um das einmal so zu formulieren. Wir erleben täglich eigentlich, dass informatische Bildung immer mehr zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Allgemeinbildung wird. Die Arbeitsmarktstatistiken aus ganz Europa zeigen, dass bereits jetzt ein sehr großer Mangel an Arbeitskräften im Bereich der Industrie 4.0 besteht und ein Bericht von Informatics Europe und ACM Europes betitelt das mit Europe cannot afford to miss the boat. Das heißt, Europa kann es sich nicht leisten, dieses Boot quasi zu verpassen. Gemeint damit ist, wenn wir mit Innovationen im internationalen Wettbewerb bestehen wollen, dann reicht es nicht aus, wenn wir nur Benutzerinnen und Benutzern von neuen Technologien sind. Wir müssen auch die dahinterliegenden Technologien verstehen. Denn Innovation verlangt Kompetenz und digitale Innovation verlangt digitale Kompetenz, das heißt unter anderem auch Kompetenzen im Bereich der Informatik. Führt uns wieder zur nächsten Frage, was muss ein zeitgemäßer Informatikunterricht leisten, das heißt, welche Inhalte müssen vermittelt werden, bereits in der Schule. Ist es nur der Medienbildung und der kompetente Umgang mit informationsverarbeitender Technik oder ist es auch die Beherrschung von Konzepten der Informatik als exakte, analytische, konstruktive Wissenschaft? Und die Antwort lautet so, dass wir die informatische Bildung als interdisziplinäres Gebiet sehen müssen, das sich eben auf diesen 3 Säulen stützt, nämlich auf die Konzepte der Informatik als Wissenschaft, auf die Säule der ICT-Anwendungskompetenz und auf Medienbildung. Mit ICT-Anwendungskompetenz im deutschsprachigen Raum IKT-Anwendungskompetenz, also IKT, Informations- und Kommunikationstechnologien. Darunter versteht man eben die Fähigkeit, kompetent mit Anwendungsprogrammen umzugehen. Das heißt zum Beispiel, wie nutze ich jetzt Word, PowerPoint oder Excel richtig? Das würde jetzt in diese Säule IKT-Anwendungskompetenz fallen. Die Erfahrung zeigt uns, dass der Informatikunterricht sehr häufig als genau eine Schulung zum sicheren Umgang mit Anwendungssoftware
dass der so ausschaut. Natürlich die Medienbildung, das wird immer, also da ist schon sehr viel passiert, weil sich das natürlich auch gut in andere Fächer integrieren lässt, wie zum Beispiel in Deutschland politische Bildung, aber die Säule der Informatik ist bis jetzt eindeutig zu kurz gekommen. Gemeinsam mit Martin Ehmer haben wir eine Literaturrecherche gemacht, haben uns 8 verschiedene Länder angeschaut, wie schaut es dort mit Informatikunterricht aus, sind die schon weiter wie wir. Ja, jetzt in aller Kürze die Ergebnisse, vielleicht einmal der kurze wirklich Blick auf Österreich, weil viele vielleicht sich noch nicht so genau damit auseinandergesetzt haben. In der Volksschule, also es gibt Informatik, ist kein Fach jetzt mit vordefinierten Stunden, ist nur dieses Unterrichtsprinzip Medienerziehung festgesetzt, also ein anderes Unterrichtsprinzip wäre zum Beispiel auch politische Bildung oder Umweltbildung quasi, was in den anderen Fächern vermittelt werden soll, im Rahmen der anderen Fächer. In der Sekundarstufe 1, das heißt NMS und AHS-Unterstufe, war es bis jetzt so, oder ist es auch heuer noch so, dass Informatik nur als unverbindliche Übung angeboten werden kann. Das machen nicht alle Schulen und es ist auch in der NMS häufiger als wie in der AHS-Unterstufe, beziehungsweise ist dort auch im Lehrplan einfach nur der fächerintegrative Ansatz festgeschrieben. Ab dem Schuljahr 2018/19 soll das als verbindliche Übung umgesetzt werden, mit dem Titel Digitale Grundbildung. Dieses Jahr ist die Pilotisierungsphase. Ich weiß jetzt wirklich nicht genau, wie viele Schulen dabei sind, aber es sind einige, die das einmal ausprobieren, bevor es dann wirklich verbindlich wird. Und ich darf da kurz die Aussendung vom Bundesministerium vorlesen. Die Umsetzung der verbindlichen Übung am Schulstandort erfolgt schulautonom im Ausmaß von mindestens 2x32 Jahresstunden, entweder integrativ in den Fächern oder mit definierten Stunden. Aber die Gesamtwochenstundenzahl darf nicht erhöht werden. Jetzt kann man sich fragen, ist es dann wirklich, ja, man kann nicht erwarten, dass es dann in den Schulen wirklich als Fach mit definierten Stunden stattfindet, also es kann weiterhin nur fächerintegrativ sein. Aber ich bin sehr froh darüber, dass dieser Schritt gesetzt wurde. Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und ja, vielleicht kommen wir auch mit kleinen Schritten ans Ziel, ich hoffe es. Unter anderem gibt es, also für dieses Fach gibt es jetzt noch keinen Lehrplan, sondern es wurde quasi ja, eine Inhaltsbeschreibung mit ausgeschickt und da finden wir eben diesen Bereich Computational Thinking, wo wir dann schon wo auch diese Säule der Informatik quasi angesprochen wird, was sehr wichtig ist. Wie dann die Umsetzung ausschaut, ist natürlich eine andere Frage. Aber der Wille ist da und es geht einmal in die richtige Richtung. Ja, und in der Sekundarstufe 2, also bitte, ich spreche hier wirklich von der AHS, trifft jetzt nicht auf die BHS zu, haben wir wirklich nur in der 9. Stufe den zweistündigen Pflichtgegenstund Informatik, wo wir wissen, dass der flächendeckend, wie gesagt, mehr eine Schulung für die IKT-Anwendungskompetenz ist, nicht in allen Schulen. Und wenn es gelingt, kommt vielleicht auch ein Wahlpflichtfach in der Oberstufe zustande. Ja. In Deutschland ist die Situation sehr unübersichtlich, da ja jedes Bundesland, die haben eigene Lehrpläne und auch andere Schulformen. Also da jetzt eine eindeutige Aussage zu treffen, müsste man sich jedes Bundesland genau anschauen. Was ich weiß, dass in Bayern haben sie große Pläne, haben sie ja, irgendwas in Richtung verpflichtender Informatikunterricht in der Mittelschule oder so vor, flächendeckend. Momentan passiert das ja nur in den naturwissenschaftlichen Gymnasien oder soweit ich informiert bin. Aber auch ein wichtiger Schritt könnte mit diesem kleinen Gerät oder durch dieses kleine Gerät, einen Mikrocontroller, ich habe einen mit und man kann sich ihn dann auch anschauen, mit dem Namen Calliope Mini könnte da gesetzt werden. Der soll nämlich an alle Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse
das heißt Volksschule, ausgegeben werden. Unterstützt auch vom Bundesministerium. Die Vorlage dafür war eigentlich dieser BBC Microbit, der ist im Sommer 2016 im Umfang von 1 Million Stück in England an alle 11- bis 12-jährigen Schüler verteilt worden. Und diese Verteilung des BBC Microbit ist in England auch die Einführung des Pflichtgegenstands Computing vorausgegangen, und das ist schon ein wesentlicher Unterschied zu uns, dass es wirklich einen Gegenstand gibt, der ab der Volksschule, das heißt ab 5 Jahren verpflichtend ist. Zwar nur im Ausmaß von einer Wochenstunde, aber es sind definierte Stunden, und es wird diese Säule der Informatik behandelt, es werden Konzepte der Informatik besprochen und Programmierkenntnisse auch vermittelt, wie auch der Name Computing auch sagt. Ja, und in der Schweiz schaut es so aus, da wurde auch der Lehrplan 21 eingeführt für alle deutschsprachigen Kantone. Es haben noch nicht alle Kantone diesen umgesetzt, weil da immer auch Anpassungen möglich sind. Und da haben sie dieses Modul Medien und Informatik, wo sie auch klar trennen, okay, einerseits Medienbildung, andererseits wirklich Informatik. Und die Anwendungskompetenzen vermitteln sie auch fächerintegrativ. Ja, aber auch hier ist es ja ein bisschen ein fauler Kompromiss, sage ich mal so, weil hier auch wieder die Kantone die Zeitgefäße definieren können. Ja. Ganz kurz, das war der Überblick. Also wir sehen hier, Deutschland und Österreich nehmen hier da eine eher konservative Position ein, wenn es um den Beginn des verpflichtenden Informatikunterrichts in der Schule geht. Ganz kurz noch, welchen Beitrag leisten wir als TU Graz dazu, dass wir die informatische Bildung fördern. Wir versuchen, die Verankerung von Informatik an Schulen zu unterstützen, indem wir natürlich Lehr- und Lehrunterlagen bereitstellen, arbeiten auch an einem offenen Schulbuch für den Informatikunterricht und versuchen auch Schulprojekte zu unterstützen, wenn möglich. Ja, wir machen eine Reihe an außerschulischen Angeboten, sind dabei, das laufend zu erweitern, unter anderem Coding-Robotik-Workshops, Sommerforschungswochen eben, für Kinder, dann das Büro für Gleichstellung und Frauenförderung organisiert immer Sommerkurse und Ferialpraktika auch für Mädchen, natürlich auch eben MINT-Förderung, Frauen in die Technik. Und wir haben auch Online-Kursangebote für Schülerinnen und Schüler auf unserer MOOC-Plattform einmux.at, alles kostenlos. Und wir sind auch bei der Entwicklung der Lehramtscurricula dabei und versuchen dort auch möglichst viele Lehrveranstaltungen, wo es um den Erwerb von digitalen Kompetenzen geht, eben festzusetzen. Ja. Die Präsentation finden Sie dann auch auf der Website, die ich angegeben habe. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Fragen. Herzlichen Dank, Maria. Hallo. Herzlichen Dank, Maria. Ja, wer hat denn Fragen als erstes? Ja, aber da habe ich dran. Du kannst auch jetzt. Nein. Wir machen ja vom Chaos Computer Club Wien auch immer so Chaos macht Schule, wo uns Lehrer einladen, an Schulen zu kommen und mit den Kids ein bisschen zu plaudern. Was wir da sehen, ist oft, dass die Lehrer halt sehr schwimmen in dem Gebiet. Habt ihr euch bei diesen ganzen Studien und wie ihr das analysiert habt, auch die Lehrerausbildung dazu angesehen? Wie gesagt, generelle Literaturrecherche war sehr schwierig. Und ich kann jetzt nur konkret von England sagen, dass sie da große Probleme haben. Also dass sie da fast nicht nachkommen mit den Schulungen von den Lehrern. Dadurch, dass es wirklich um Programmierkonzepte geht, was natürlich, man muss das altersgemäß natürlich einführen und da bedarf es natürlich an einer Weiterbildung, ja. Aber die hängen noch nach, ja. Kurze noch Frage noch zu UK. Bei der Literaturrecherche habt ihr da auch
Referenzen gehabt auf die 80er Jahre, da hat ja die BBC das Ganze und mit den Schulen mit dem BBC Micro gemacht, wo sie quasi alle Schulklassen Computer gestellt haben und dann programmieren gelernt haben. Gab es da irgendwie Referenzen, was das für Auswirkungen gehabt hat? War das gut oder schlecht? Oder? Leider nein. Also ich bin auf das gestoßen, habe das aber dann zu wenig verfolgt, weil dann so eine große Anzahl von Ländern war, aber leider nein. Schade, weil das wäre super spannend gewesen. Aber schaue ich mir das nochmal an. Danke nochmal für den Hinweis. Ja. Noch jemand eine Frage? Ich habe noch eine. Und zwar ist es natürlich, also erstens mal interessiert mich dieses Ding, diese Schachtel am Tisch, dieses Calliope. Calliope, genau. Vielleicht könntest du das mal erklären. Und meine zweite Frage drauf ist, es ist natürlich klar, dass das Hauptaugenmerk darauf geht, die nächste Generation dementsprechend eine gute Grundbildung zu geben. Aber wie betrifft die informatische Grundbildung oder wie schaut es da aus mit der Erwachsenenbildung? Hast du da Erfahrungswerte? Oder hast du da einen Vergleich auch, oder ist das so gar nicht in deiner Perspektive, das kann ich auch sagen? Ja, Erwachsenenbildung beschäftige mich eher wenig. Ich erlebe es nur immer von den Workshops, wo natürlich auch die Lehrpersonen dabei sind, oft ein bisschen hilflos sind. Ja, es ist unterschiedlich. Also es gibt Lehrer, die sowieso schon mit dem Unterricht immer gearbeitet haben und denen man nicht zeigen muss und von denen man eher noch Tipps bekommt. Und dann andere, die sich halt wirklich eher immer davor geweigert haben. Und ja, also ich war mal selbst bei einer Lehrerfortbildung halt dabei, was auch bei uns von den Robotikleuten auch angeboten wurde. Und da ist es wirklich ganz unterschiedlich vom Niveau her. Also einige kennen sich super aus, die hätten da eigentlich gar nicht hinkommen müssen. Und dann sind wirklich einige dabei, ja, die waren noch nie mit solchen Sachen in Kontakt. Ja. Magst du die Calliope noch mal vorstellen? Ja, Calliope. Ja, also Calliope ist ein Mikrocontroller mit verschiedenen Sensoren. Also man hat einen Lagesensor drauf, man hat einen Lautsprecher drauf, man hat einen Temperatursensor drauf, Helligkeitssensor. Dann gibt es eine LED-Matrix, eine 5x5 LED-Matrix und eine RGB-LED. Das sind so die Funktionselemente und genau auch noch 2 Buttons hat man auch noch drauf. Ja, im Grunde man kann immer nur ein Programm drauf spielen und das dann ausführen. Das Programm erstellt man eben über einen Editor. Es ist ganz normal eine Webanwendung, also man braucht nichts installieren. Es gibt da 3 verschiedene. Einer ist wirklich für die Kleinen, nur mit einem kleinen Befehlsumfang. Und ja, da kann man dann quasi es ist dann so eine visuelle Programmiersprache, also an Scratch angelehnt, wo man verschiedene Befehlskategorien hat und sein Programm dann aus den einzelnen Befehlen halt zusammenstoppelt. Und das kann man bei euch bestellen? Dann nicht bei uns. Ich bin mir nämlich gar nicht mehr sicher. Es hat nämlich der Martin bestellen müssen, weil es war nicht nach Österreich lieferbar. Also über einen Cornelsen Verlag oder so haben wir das ja. Das müssen wir nach Deutschland bestellen. Interessant. Ja. Aber mal schauen, ob wirklich eine flächendeckende Einführung dann kommt. Ob wirklich alle Bundesländer in Deutschland mitmachen und ob das auch für Österreich dann einmal interessant wird. Eine noch? Ich glaube, dann machen wir schon langsam. Jetzt vielleicht nochmal auf dieses Calliope, wie soll das im Unterricht eingesetzt werden auf der einen Seite und eben die andere Frage, die da eigentlich anschließt, bis jetzt mal von Digital Literacy ja ganz viel die Rede, was ja eigentlich eine Anwendungskompetenz ist, wenn man so will, oder eine Rezeptionskompetenz. Inwieweit ist denn auch das Ziel, da eigentlich was in Kanada beispielsweise Multimodal Mastery genannt wird, sprich also auch eine Produktionskompetenz, da wirklich daraus zu machen und wie kann das da eine Rolle spielen? Also im Zusammenhang
Genau, mit dem aber auch generell im Jahr. Ja, also vielleicht komme ich mal auf das zurück, wie kann der Coleopimini im Unterricht eben eingesetzt werden. Er lässt sich dadurch, also es ist dann in diesem Paket kommen auch LEDs und Krokodilklemmen mit. Also man kann ihn auch gut im Physikunterricht zum Beispiel einsetzen, indem man Beispiele macht, also quasi mit Stromkreis und Leitfähigkeit, dass man also solche Konzepte sehr anschaulich damit erklären kann und gleichzeitig halt auch immer diesen Programmierteil hat. Also quasi, dass man natürlich auch die Programmierkonzepte auf eine spielerische Art und Weise vermittelt. Ja, man kann ihn auch, also dadurch, dass er eben den Lautsprecher hat und es verschiedene Befehlsblöcke für die Noten halt gibt, kann man ihn auch im Musikunterricht gut einsetzen und da Beispiele machen. Ja, eventuell auch im Sprachunterricht wirklich mit Buchstaben irgendwas machen. Also ja, man kann auch sehr viele für Zufallsspiele, man kann einen Würfel programmieren. Ja, es gibt sehr viele Beispiele für den Einsatz und sehr gut halt auch im Werkunterricht, weil man Bastelprojekte gut damit umsetzen kann. Und die zur IKT-Anwendungskompetenz quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, die Frage, dass es nicht nur darum geht, dass man anwendet, sondern dass man auch Inhalte erstellt. Genau, also nicht nur rezipiert, sondern eben auch produziert. Okay, Produktionskompetenz ist in dem Fall also zum Beispiel auch das Erstellen von Webseiten zum Beispiel. Natürlich, ich meine, das ist auch zum Beispiel jetzt in dieser Inhaltsliste zur digitalen Grundbildung, ich weiß nicht, wie es genau betitelt wird, aber ich glaube, es heißt Produktion von digitalen Medien. Und da steht drinnen eben, dass quasi Webseiten erstellt werden müssen und da ist diese ganze Geschichte mit HTML und CSS schon drinnen, ja. Ja, gut. Audio- und Videomaterialien auch, ja. Ja, noch dir herzlichen Dank, Maria. Okay. Ist ja auch noch was fürs Internet, oder? Ganz kurz, ganz schnell. Also ich habe jetzt den Chaos Computer Club Wien Hut auf. Wir machen in Wien zusammen, weil es vorhin Erwachsenenbildung war, eine Kooperation mit der VHS im 8. Bezirk, wo wir ein Nerdcafé machen, wo wir verschiedene Themen wie Datenschutz, Netzpolitik oder Hands-on-Privacy-Einstellungen mit den Bürgerinnen und Bürgern machen, die da kommen. Das ist kostenlos, wird sicher sehr lustig. Das zweite ist, am 29. September gibt es in Wien den Meta Day, wo wir dann ein paar andere Leute auch noch einladen wollen für einen späteren Termin. Im Zuge der Wahl, die da jetzt auf uns zukommt, haben wir die Sonja Ablinger aus Linz, das diesmal stimmt Linz, eingeladen, damit sie uns erzählt, ist eine ehemalige Nationalratsabgeordnete und da haben wir so eine Q&A-Session mit, was macht so ein Nationalratsabgeordneter eigentlich den ganzen Tag. Freue ich mich schon sehr drauf, wenn ihr Zeit habt, kommt vorbei, das wird sicher super spannend. Und das dritte, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Privatsphäre ist ein Menschenrecht. Und dennoch wird es immer schwieriger, diese Privatsphäre zu schützen. Denn absichtlich wie auch unabsichtlich hinterlassen wir laufend digitale Spuren. Immer neue technologische Errungenschaften werden auch dazu verwendet, um immer mehr und immer genauere Daten über uns zu sammeln. Diese digitalen Fußabdrücke können uns helfen, Neues zu entdecken oder uns selbst und unsere Umwelt besser zu verstehen. Sie haben Auswirkungen auf unseren Alltag, unsere Gesundheit, das Zusammenleben und das soziale Gefüge. Aber sie dienen auch als Entscheidungsgrundlage darüber, ob wir einen Job, eine Ausbildung oder einen Kredit bekommen oder nicht. Und die über uns gespeicherten Daten haben selbst über unser Ableben hinaus Auswirkungen auf kommende Generationen. Die Privacy Week sucht und liefert Antworten auf die Fragen, die für uns als Individuen und unsere Gesellschaft immer wichtiger werden. Eine außergewöhnliche Konferenz- und Workshopwoche in Wien für alle, denen die eigene Privatsphäre wichtig ist.
Das war also der letzte Plug, sprich unsere Privacy Week, letzte Oktoberwoche. Vorbeikommen. Wir haben ganz, ganz viele spannende Themen, ganz, ganz super Vortragende mit allen Themen, also von Schule über Fitbit, über alles Mögliche. Wir haben einen Pädagoginnen-Tag, wir haben einen Medientag für Medienschaffende, wir haben einen Technikertag und wir haben ganz, ganz viele allgemeine Vorträge. Wir haben Lötworkshops für Kinder, wir haben Medienkompetenz-Workshops für Schulklassen. Also ein unglaublich starkes Programm, wir haben über 100 Vortragende, es ist ein Wahnsinn und wir würden uns freuen, wenn die eine oder der eine oder der andere vielleicht vorbeischaut und sich das gibt. Das ist wirklich super spannend. Das war's schon, danke. In Wien, im 8. Bezirk, in der, nicht Volkshochschule, nein, im Volkskundemuseum, so wie letztes Jahr. Super, super schöne Location, macht Spaß. So, danke. Einen wunderschönen Abend.